Und damit sage ich hier an dieser Stelle wieder Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Livestream hier auf dem Kanal. Herzlich willkommen zu Kapitel 4 von The Council. Und jedes Mal, wenn ich da auf meinen Kontrollbildschirm gucke, denke ich wieder, Scheiße, das sieht echt ein bisschen merkwürdig aus, ohne Lichtquelle, wenn da einfach nur der Lichtfilter von der Kamera sich einschaltet und das Signal quasi auf Nachtsicht schaltet. Also mache ich jetzt zumindest hier im Rahmen der Anmoderation das Licht erstmal an, damit man auch tatsächlich was erkennen kann, auch wenn es mir jetzt wieder hier mitten ins Gesicht knallt, was auf seine eigene Art und Weise durchaus ein kleines bisschen irritierend ist. Mindestens genauso irritierend wie das Ende von Kapitel 3. Ja, wie der eine oder andere von euch, der im Livestream mit dabei war oder sich das Ganze halt im Nachhinein dann als Aufzeichnung angeguckt hat, sicherlich bestätigen kann. Denn ich bin nach wie vor sauer auf das Spiel. Ich bin richtig sauer auf das, was uns das Spiel da am Ende von Kapitel 3 angetan hat. Denn soweit es mich betrifft, ja, also ich hatte das Rätsel komplett verstanden, ich hatte die Lösung komplett ausgearbeitet, ich wusste ganz genau, was das Spiel von uns wollte. Und dann hat am Ende eine entscheidende Information gefehlt. Und gut, das lässt sich jetzt im Nachhinein, also von meinem Standpunkt aus jetzt nicht mehr mit absoluter Sicherheit klären. Vielleicht kann der eine oder andere von euch dann nochmal so ein bisschen Licht in diese Angelegenheit bringen. Aber soweit ich das sagen kann, haben wir im Rahmen dieses Spiels niemals die konkrete Information gekriegt, von welcher Seite aus wir das Muster eigentlich betrachten sollen. Von da, wo wir standen und uns diese Bilder halt angeguckt haben, ja, oder vom Zentrum des Kreises aus. Das waren zwei verschiedene Möglichkeiten. Das hat halt den Unterschied gemacht. Am Ende war es eine 50-50 Chance und ich habe mich bedauerlicherweise für die falsche Blickrichtung entschieden, was bedeutet, dass wir jetzt bedauerlicherweise, Spoilerwarnung, ja, nur noch einen Arm haben. Ne, weil am Ende hatten wir dieses Rätsel, wo dann für das letzte Stück der Kombination mussten wir ja das erste Viertel eingeben, das heißt Halbmond, ja, zunehmender Mond, was bedeutet, die linke Seite des Mondes ist erleuchtet, also gelb, und die rechte Seite liegt im Schatten, ist also dunkel. Das gibt es aber genau andersrum halt auch nochmal. Und wenn das Spiel uns nicht mitteilt, von welcher Seite wir gucken sollen, dann muss man quasi raten, ob man jetzt das erste oder das letzte Viertel hat. Und offensichtlich haben wir uns falsch entschieden. Deswegen möchte ich jetzt hier an dieser Stelle auch mein Versprechen an euch nochmal erneuern und euch nochmal daran erinnern, dass wir nächstes Jahr, so Herbst oder so, also schon in der zweiten Hälfte des Jahres, so ein bisschen Zeit ins Land streichen lassen, aber in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres, so Herbst, Winter, so die Richtung, vielleicht ungefähr so zur gleichen Zeit wie dieses Jahr, werden wir dieses Spiel noch ein weiteres Mal spielen, werden wir es noch ein weiteres Mal gemeinsam hier im Livestream in Angriff nehmen. Und da werde ich mir aber vorher Spielhilfe, Guide oder sonst was raussuchen, dass wir alle Collectibles einsammeln, so viele Szenen wie möglich mitnehmen, quasi so einen optimalen Run nochmal machen, weil wir haben wohl auch schon einige potenziell durchaus interessante Szenen im Rahmen dieser Geschichte auch verpasst, vor allem auch in Hinblick auf ich habe vergessen, wie sie hieß, die gute Dame, die wir davon überzeugt haben, dass es vielleicht in ihrem eigenen Interesse wäre, die Insel so schnell wie möglich zu verlassen, die von unserer Mutter gefoltert wurde, weil sie angeblich von einem Dämon besessen war, mit den ganzen Tätowierungen und alles. Aus Kapitel 1, ich habe bedauerlicherweise vergessen, wie sie heißt, irgendwas Adams. Da hätte es wohl noch ein, zwei relativ interessante Szenen in der Richtung gegeben, wenn sie auf der Insel geblieben wäre. Dann konnten wir beim letzten Mal, den Selbstmord von dem Dingens nicht verhindern, von dem Peru. Ne, das sind alles so Geschichten, das machen wir beim nächsten Mal anders, weil wir beim nächsten Mal halt die Tipps und Tricks dabei haben. Aber jetzt hier dieser erste Playthrough, das ist der echte Playthrough, wo wir nicht nachgucken, wo wir unsere Entscheidungen aus dem Bauch heraus treffen, gemeinsam, ihr und ich. Und dann machen wir halt nächstes Jahr nochmal so einen richtigen. Und ja, ich weiß auch, dass ich auch versprochen hatte, dass wir etwas Ähnliches für The Quarry machen, dass wir vielleicht nochmal ein Replay zu Until Dawn machen, dass wir uns die Dark Pictures Anthology Spiele noch ein zweites Mal angucken.
Ja, alles mit der Ruhe, alles mit der Ruhe. Man muss ja nicht immer alles auf einmal machen. Gerade so die Dark Pictures-Dinger, die kann man ja so zwischendurch einschieben. Until Dawn, Quarry, das dauert ja alles nicht so lang. Ich sowieso noch mir noch das eine oder andere Special überlegen, weil wir haben quasi 3 Specials hier auf dem Kanal, um jetzt so ein bisschen so komplett vom eigentlichen Thema wegzurutschen. Wir haben 3 Specials auf dem Kanal. Wir haben am 14. Oktober haben wir immer den 24-Stunden-Stream zum Geburtstag. Ne? Dann haben wir immer die Happy Halloween-Woche. Manchmal ein bisschen später als das eigentliche Halloween, je nachdem, wie meine Arbeit es zulässt. Und wir haben das Silvester-Neujahr-Special, wo ich nochmal diesen kleinen Jahresrückblick mache und euch meine persönlichen Top 10 des letzten Jahres gebe. Nicht die Top 10 Spiele, die das Jahr rausgekommen sind, sondern die Top 10 Let's Plays, die auf dem Kanal in diesem Jahr stattgefunden haben. Das heißt, es können durchaus auch mal ältere Spiele sein, werden dieses Jahr auch ältere Spiele. Dieses Jahr ist die Auswahl übrigens scheiße schwer. Ich hab schon mal rausgeschrieben, welche Spiele sich quasi qualifiziert haben, weil wir müssen das ja in dem Jahr gespielt haben und vor allem müssen wir das in dem Jahr auch durchgespielt haben. Also aktuell laufende Projekte oder Sachen, die wir nur angeschnuppert haben, die sind von vornherein ja für die Liste schon mal disqualifiziert. Und trotzdem, nur die Spiele, die wir dieses Jahr durchgespielt haben, da sind trotzdem 52 Stück zusammengekommen. 52! Ja, das ist quasi jede Woche ein Spiel. Und jetzt im Dezember kommen ja vielleicht noch 1, 2 dazu. Mal gucken. Ne? The Council werden wir auf jeden Fall noch durchspielen. Ghost Trick werden wir auf jeden Fall noch durchspielen. Und wer weiß, was darüber hinaus noch. Gerade so Einmal-Sachen, sowas wie Summer of 58 oder so. Schauen wir mal. Schauen wir mal, kommt auf jeden Fall eins. Und es sind echt geile Spiele dabei gewesen. Ich tue mich echt schwer, da eine Top 10 rauszusuchen, geschweige denn, die dann noch in irgendeiner Art von Reihenfolge zu bringen. Da muss ich echt nochmal in mich gehen, da muss ich mich echt noch so ein bisschen mit beschäftigen. Das ist schon mal vorweg. So. Wenn ihr jetzt zum Beispiel das Ende von Kapitel 3 von The Council verpasst habt, um so langsam wieder in die richtige Richtung hier zurückzugehen, dann findet ihr die Playlist mit den 3 bisherigen Folgen, den 3 bisherigen Kapiteln, die wir in diesem Spiel gespielt haben, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ne, könnt ihr draufklicken, könnt ihr euch die anderen Folgen noch angucken, wenn ihr das Ganze nachholen wollt. Oder wenn ihr euch das Ganze nochmal angucken wollt, um vielleicht den einen oder anderen Hinweis in einem früheren Kapitel nochmal aufzuschnappen, der jetzt eine ganz neue Bedeutung kriegt mit Informationen, die wir hier später erhalten haben oder irgendwie sowas in der Art. Mache ich ja inzwischen tatsächlich regelmäßig, dass ich die entsprechenden Playlists und auch Playlists zu damit verbundenen Projekten, wie zum Beispiel bei Alan Wake, da habe ich bei Alan Wake 2 habe ich die Playlist vom ersten Alan Wake da auch noch mit hinterlegt, dass man so projektgebunden da auch so ein bisschen das Umfeld sich nochmal anschauen kann, wenn man das verpasst haben sollte. Und das erwähne ich ja inzwischen auch immer zum Anfang eines Streams hin. Wenn ihr dann da unten in der Videobeschreibung seid und euch zufällig dieser zweite Link, den ich da hinterlegt habe, noch aufgefallen ist, das ist tatsächlich ein dauerhafter Einladungslink für unseren Discord-Server. Wenn ihr also einen Discord-Account haben solltet, ja, und regelmäßiger hier auf dem Kanal unterwegs seid und aus irgendwelchen mir absolut unerfindlichen Gründen noch nicht Teil der Let's Play Better Discord Community sein solltet, dann klickt doch einfach auf diesen Link und ändert das, am besten gleich sofort. Gerade für die Leute, die häufiger mal auf dem Kanal vorbeischauen, lohnt sich das durchaus. Auf dem Server gibt es nämlich unter anderem einen aktuellen Sendeplan, da könnt ihr zu jeder Zeit gucken, welches Spiel hier an welchem Wochentag um welche Uhrzeit im Livestream in Angriff genommen werden soll. Es gibt auch eine Auflistung sämtlicher Spiele, die in den Jahren, die dieser Kanal inzwischen existiert, hier in irgendeiner Art und Weise stattgefunden haben. Da steht auch immer dabei, ob das Ganze jetzt ein vollwertiges Let's Play gewesen ist oder wir da nur mal reingeschnuppert haben oder ob das Ganze aus irgendwelchen Gründen pausiert oder im schlimmsten Fall sogar abgebrochen werden musste. Das Ganze ist für zusätzliche Übersichtlichkeit auch nochmal nach Alphabet und nach Genre sortiert. Und wenn ihr jetzt so ein Spiel im Kopf habt, wo ihr denkt, Mensch, das wäre doch was für den Rio, ich frage mich, ob er da das schon was gemacht hat, und ihr findet das in dieser Liste nicht, dann gibt es da auch noch eine Vorschlagbox, wo ihr das Spiel reinschmeißen könnt. Dann gucken wir uns das bei Gelegenheit dann hier gemeinsam im Livestream an. Ihr könnt da so viele Spiele posten, wie ihr wollt, im Rahmen der Übersichtlichkeit. Und damit ich das im Nachhinein dann besser organisieren kann, wäre es aber cool, wenn ihr für jeden Spieletitel eine eigene Nachricht schreiben würdet und die nicht alle in eine einzelne Nachricht schreiben würdet. Könnt ihr natürlich im Zweifelsfall auch machen, aber es ist halt für mich einfacher, es zu organisieren, wenn es alles immer eine eigene Nachricht hat. So, jetzt habe ich es aber.
So, jetzt sind wir 10 Minuten in den Stream rein. Jetzt habe ich alles rausgehauen, was ich hier im Vorfeld des heutigen Abends loswerden musste. Jetzt bin ich bereit für The Council Kapitel 4. Wir machen heute wieder Open End, wie in den 3 bisherigen Folgen zu diesem Spiel auch. Wir spielen dieses Kapitel durch. Woran erkennen wir das Ende des Kapitels, wenn es ja immer auch so Zwischen... Abschnitte gibt, wo wir dann Erfahrungspunkte für die Szenen und die Gegenstände, die wir entdeckt haben und die Rätsel, die wir gelöst haben, alles kriegen und die dann verteilen können. Alles. Aber das Ende eines Kapitels, weil vielleicht ist ja doch der eine oder andere hier, der die ersten 3 Folgen noch nicht gesehen hat, das Ende eines Kapitels erkennen wir immer darin, ein Kapitel hat immer einen Abspann. Ne? Also dieses, wo dann Musik läuft und dann läuft die Schrift von unten nach oben und bis dahin spielen wir jetzt wieder. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, es ist die vorletzte Folge, denn das Spiel hat insgesamt 5 Kapitel. Wir spielen heute das 4., also einmal noch. Das wird so Mitte Dezember irgendwann sein. Irgendwann in der Woche ab dem 9. Dezember. Und ja, ich weiß, der 9. Dezember ist ein Samstag, aber das ist mein erster freier Tag dann wieder. Und dann von dem Samstag bis zu dem Sonntag die Woche darauf. Ungefähr. Irgendwo in dem Zeitraum. 9. bis 17. Irgendwo in dem Zeitraum werden wir Kapitel 5 spielen. Also bei The Council kann ich auf jeden Fall schon mal versprechen, dass wir das auf jeden Fall dieses Jahr noch zu Ende spielen. So, das soll es aber wirklich gewesen sein. Jetzt starten wir mal ins Spiel, denn der gute Louis, hier, guckt euch den Sack an, der starrt mich hier schon die ganze Zeit an, mit diesem Blick in den Augen, diesem hochnäsigen Ausdruck im Gesicht, für den er überhaupt gar keinen Grund hat, weil der Affe nämlich gerade einen Arm verloren hat. Und ich finde es immer noch total unfair, wie es gelaufen ist. Ich fühl mich immer noch so ein ganz kleines bisschen betrogen von diesem Rätsel. Das ist auch eine von den Sachen, die wir nächstes Jahr im Replay da dann auf jeden Fall besser machen werden. So, eine Sache, die ich jetzt noch ganz kurz mache, bevor es wirklich losgeht, ist hier unsere Horrorfilter wieder reinschmeißen. Sobald der Bildschirm es zulässt. So. Gamma und Kontrast ein bisschen anders einstellen, damit ich hier nicht so hell leuchte in der Ecke. Für so Spiele wie The Council ist das immer ein bisschen angenehmer beim Zuschauen, glaube ich. Oder? Das finde ich adäquat dunkel hier in meinem Outfit. So, Kapitel 4, Abschnitt 11, der Lanzenstoß. Da geht's jetzt weiter. Ich bin gespannt, was heute so passiert. Ich bin auch sehr gespannt, wohin sich diese Geschichte hier weiter noch entwickeln wird. Mal schauen, wie lange wir brauchen. Erfahrung hat gezeigt, wenn ich die Erfahrungswerte der ersten 3 Kapitel heranziehe, dann sind wir Pi mal Daumen irgendwo so im Bereich Mitternacht fertig. Irgendwann zwischen 10:30 und 12:30 würde ich jetzt mal raten. Das ist so ungefähr die Länge, die anderen Kapitel auch hatten. Und dann geht's jetzt los. The Council, Kapitel 4. Let's go. Hoppla. Natürlich, während ich blutend auf dem Kryptaboden liege und meinen Armstumpf anstarre, hatte ich natürlich die Zeit, 3 weitere Bücher zu lesen. Macht definitiv Sinn. Louis, du bist ein Genie. Dabei fällt mir natürlich auf, dass wir tatsächlich nur 2 Bücher haben, die wir auswählen können. Nämlich einmal den Organon von Aristoteles, eine Sammlung von Abhandlungen über Studien zu Schlussfolgerungen und logischem Denken, gibt uns einen Punkt in Logik. Und die Grammatik von Port Royal von Antoine Arnaud und Claude Lancelot aus dem Jahre 1660. Ein besonders ausführliches Werk zum Thema Linguistik, das sich sowohl mit technischen Fragen bezüglich der Grammatik als auch mit Sprachphilosophie befasst, gibt einen Punkt in Sprachen. Und wir hatten anscheinend kein Level-Up. Guck mal, aus irgendeinem Grund sind wir aus der Fassung. Kann ich gar nicht so richtig nachvollziehen, was denn da passiert. Ja, uns fehlt tatsächlich auch nicht mehr viel, um alles wenigstens auf... also wir haben ja alle Talente schon freigeschaltet, aber uns fehlen noch... Na gut, auf Stufe 15. Wir bräuchten schon, wenn wir nicht noch entsprechende Bücher finden oder irgendwelche entsprechenden Boni kriegen
für Ablenkung, Überzeugung und Etikette, bräuchten wir schon noch 3 Level-Ups. Wir kriegen ja pro Level-Up kriegen wir 5 Punkte. Ne? Und wir brauchen leider noch 11, um die restlichen Skills hier nochmal abzugraden. Das heißt, wir bräuchten schon Stufe 15. Dann drückt uns mal die Daumen. Drückt mal die Daumen, dass das klappt. So, jetzt habe ich's. Ja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich meine, genug Bücher sind ja hier noch irgendwo versteckt, ne? Auf geht's. I sense that Mr. Peru is about to surprise us too. I believed in him. I followed him to the best of my ability. I championed his ideas, defended his decisions, and then, without even realizing it, I became lost. Now that I've told you everything, you want to take my place, do you? No. Ich habe auch noch gar nicht aufgedeckt, ob wir die richtige Emily gewählt haben, ne? Mit den Someone Zwillingen. had the bang coming from the Duchess's room. Verrate ich euch She auch isn't nicht. answering. Also ja, vielleicht am Ende von Kapitel 5. Weaknesses better. If you don't want your foes to use them against you. Our desire is to steer the destiny of our respective countries for the good of all, and to no longer suffer the random hazards of history. It is the natural order of things, Monsieur de Richet. There have always been men who govern other men. That is simply the way it is. Lauter als sonst, oder? History forgets them with a disconcerting facility. No one speaks about them, and yet they whisper in the ears of kings and presidents. Ach, Louis. Ob wir die richtige Emily gewählt haben, verrate ich euch am Ende des Let's Plays. Filthy swine! I'm going to open this damn door and skin you alive! You're not going to get the better of us! Mother? Louis, you've come around. How do you feel? It hurts. Mother? I can't feel my arm. Nun, Louis, I had to cauterize it with what I could find. Where's my arm? We'll get through this, Louis. Don't worry. I think I found a solution. You'll see. muss in der Familie liegen. No, don't put your arm in there. Louis, we can't leave without it. It's our last chance. I need to see this through to the end. I must do it. Na gut, es war 50-50 und wir haben die falsche 50 gewählt. Stubborn as a mule. Damit war es für sie jetzt eigentlich eine 100%ige Chance, I'll help ne? you. Easy does it. You've lost a lot of blood. And now what? Let's take what we came for. Gehen wir lieber wieder zurück. Jetzt, wo wir beide eine Hand verloren haben. Lass uns lieber umkehren, obwohl die Tür jetzt offen ist. Das ist eine super Idee, Louis. Ich muss erstmal, welches war das für Statuseffekte? Links, das Goldelixier. Ich habe das Gefühl, es ist heute ein bisschen lauter als sonst. Soll ich es noch einen kleinen Tuck leiser machen oder ist so okay? Könnt ihr mir vielleicht mal Rückmeldung geben? Während ich den Statuseffekt aufhebe und erstmal weitermache hier. Wait. I've got to know what I did wrong. That is one fearsome mechanism. In fact, if I hadn't watched you beforehand, I would never have found the right combination. Was ein bisschen traurig Tell ist, me, weil es tatsächlich relativ Where did I einfach go war. wrong? The 3 nails? Yes, it's true. They let you open the iris. Yes, but you still need to find the right theme, don't you? The fresco was a trap. Apart from the fresco, everything pointed to the crucifixion. The things that make it possible to activate the mechanism are associated with the crucifixion. The cross to activate the mechanism, and the nails to choose a date. Ja, so ist ja klar. What did you do once you uncovered the iris? I matched the icon of the crown of thorns with the town of Golgotha, where the crucifixion took place. Ja, wissen wir, danke.
Damn. I was sure I'd figured out how the lock worked. Of course, Louis. But you still had to choose the right theme from the start. It was the crucifixion. I matched its symbol, the crown of thorns, to the place where Christ was nailed to the cross, Golgotha. Ja, du erwähntest Then das I bereits. had to link the crown of thorns to the date of the crucifixion, according to the exegesis. But I failed to understand the first time. With that theme in mind, I chose 26M, which represents the 26th of March. To conclude, I had to use the armillary sphere to find the moon corresponding to the day of the crucifixion, which turned out to be in the first quarter. All that was left to do was to link all those elements on the same axis. Was wir eigentlich alles gemacht haben. Und dann am Ende halt den falschen Mond. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Die Krypta sieht interessant aus. Also kann ich davon ausgehen, But where are we? dass I don't know, die but we Lautstärke better not okay hang ist. around. Be careful, Mother. As if me saying that will make any difference. Knowing Mortimer, I wouldn't be surprised if he rigged his crypt with traps. So you think the door is not enough? Do you want to wager your other hand? You've got a point there. We have to find that weapon. What do you know about the Holy Lance, Louis? The what? The lance of Longinus the Centurion. Yes, the centurion that pierced the side of Christ with his lance. That Einreißen, weapon naturally became a holy relic. Exactly. Seriously? You don't really believe that fable, do you? Every fable is founded on true events. I'm not saying that everything adds up, but imagine if it really did exist. Very well. Now what? Well, now you know what you need to find. Pardon? I have to get to the wharf to prepare our departure. Let's get off this cursed island as quickly as we can. We shall come back when we are ready and armed. But hang on. Louis, let's first get to safety. We shall come back when we have the upper hand. Fear not. You take care of getting the lance. It's imperative. I'll take care of preparing our departure. Hang on. At least tell me everything you know about this lance. But I have never seen it. There's nothing else I can say, Louis. Well, you can always go snooping around Mortimer's study. I remember seeing paintings of Longinus there. Hang on a second. What's the matter? Why did you shoot Emily's sister? Do you really think now is the right time for this? Ja. Überzeugen, Stufe 1 plus 2 kostet 3 Dinger. Oh Gott. Warte mal. Karmelitengeist nach oben. I want to know, Mother. Why did you betray her? Listen, Louis, I don't think you've really understood my interest in the Al-Azif. It's not just simple curiosity about some old relic. You tried to kill her. And I had no choice, for crying out loud. It must not fall into the hands of the demons, or we are all doomed, don't you see? Listen, I don't know exactly what it contains, but I prefer to be one step ahead. If they want it, there must be a reason. And even if I don't know what it is, I want to stop them for safety's sake, no matter what. Nothing will stop you if I understand correctly. Not Enough, Louis. If you could see the extent of their power as I do, then you would understand what I'm saying. All right, we'll do it your way. One more thing. If they find you in possession of the lance, they won't let you get away with it. Choose only one and hide it under your jacket so you don't get caught with it. Then run and meet me on the wharf. And if I get caught? If they catch you in possession of the lance, we're
all doomed. Do you understand? Perfectly. Good. And go talk to Piaggi. He's the one who probably knows the most about this. Na super. Ich soll jetzt also eine legendäre Waffe finden, von der ich nicht mal weiß, wie sie aussieht und soll mich aber für die richtige entscheiden, ja? Das wird sicher ein Spaß. Gibt's eine Karte? Oh ja, es gibt eine Karte. Oh Gott, es gibt eine Karte. Gut. Dann als allererstes in Mortimers Arbeitszimmer und danach mit Piaggi gesprochen. Was haltet ihr davon? Bevor wir uns hier unten überhaupt umsehen. Huh. Was war das denn? Das war ein sehr komischer Übergang gerade, oder? The Bible must mean the lance which finally took the life of Christ. The Gospel of St. John is the most detailed on the subject of the crucifixion. When they came to Jesus and saw that he was dead already, they broke not his legs, but one of the soldiers with a shimmering lance pierced his side, and forthwith there came out blood and water. And he that saw it bore witness, and his record is true, and he knoweth that he saith true, that ye might believe. A shimmering lance? What is this telling me? The medieval Hermetic traditions evoke the idea of using noble materials for relics, which the monasteries often made themselves in order to attract pilgrims. Of course, they had to inspire greatness. So here, we might think of gold, whereas a centurion could not have hoped for anything better than copper at the time. The true lance would not have been a luxurious weapon. Keine luxuriöse Waffe, okay. The name of the Roman soldier who killed Christ never appears in the biblical canon. Yet, it is said that he was a centurion and was called Longinus. So. Ja, aber die Lanze von Longinus ist doch von Eva-Einheit 1 in den Weltraum geworfen worden. Um den 14. Engel aufzuhalten. Wie sollen wir da also noch drankommen? Entschuldigung, was? In der Bibel wird ein glänzendes Metall erwähnt. Ich finde es frech, dass er, es war sicher kein Gold, nicht mit in seine Notizen aufgenommen hat. Also behaltet das bitte im Hinterkopf, wenn wir dann entscheiden müssen, welche Lanze die echte ist. Ne? Weil dass es hier mehrere Fälschungen gibt, die der Mortimer im Laufe der Jahre mit aufgekauft hat, das wissen wir ja schon. Das haben wir ja in irgendwelchen Unterlagen oder irgendwas. Waren das Unterlagen oder Gespräche? Auf jeden Fall haben wir das schon mitgekriegt. Wenn sie dich mit der Lanze erwischen, ist alles aus. Sie werden mich nicht mit der Lanze erwischen. Er sollte sich ja vielleicht irgendwas überlegen, wie er seinen Handstummel verbergen kann, aber das ist vielleicht besser, wenn ich hier reingehe, ne? Und von hier dann einmal rum und gucken. Oh Mann, das ist ärgerlich. Ich ärgere mich immer noch über dieses Rätsel. Aber es ist halt so unnötig gewesen. Es ist so unnötig, dass das passiert ist. Ist hier noch was drin? Ja, Karmelitengeist. Sehr schön. Ich bin ein richtiger Fan von Karmelitengeist geworden. Ist das okay für euch, wenn wir uns hier nochmal komplett umsehen, wenn wir die Räume nochmal alle ablaufen? Jetzt? Oder zumindest die Räume, zu denen wir Zugang haben. Und gucken, ob wir noch irgendwelche... Ja, jetzt nicht unbedingt die... The Last Supper by Leonardo da Vinci. The last day before his crucifixion,
Jesus announces that he will be betrayed by one of his disciples. Zumindest nicht alle, vielleicht nur die Christ relevanten. crucified by Velasquez. Look, someone's left a note there. Reserved for the Duke of Alquidia. Ja, vielleicht finden wir hier noch das ein oder andere Buch oder noch ein paar von den Tränken. Die geheime Tür, hier kann ich zum Beispiel schon mal nicht öffnen. Oder halt irgendwelche Leute, mit denen wir uns noch unterhalten können. Das wäre ja auch ganz interessant. Weil ich glaube, ich habe inzwischen so halbwegs kapiert, wie das Spiel funktioniert. Und deswegen gehe ich davon aus, wenn das Spiel darauf aufbaut, dass wir jetzt zumindest in der ersten Hälfte des Kapitels, oder vielleicht ist das auch schon das ganze Kapitel oder keine Ahnung, diese Longinus-Lanze identifizieren und dann mitnehmen müssen, dann wird das auch so passieren, weil wir ja irgendwie an einen Punkt kommen müssen, von dem aus dann Kapitel 5 starten kann. The Miller Brothers. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir hier nicht in so eine komplette Sackgasse rennen können oder in irgendwelche Situationen, wo wir dann halt erledigt sind und draufgehen oder was weiß ich. Im 5. Kapitel vielleicht, ja, aber hier noch nicht, glaube ich nicht. Das bedeutet, dass wir eigentlich relativ entspannt uns hier umsehen können. Zumindest, wenn ich inzwischen kapiert habe, wie dieses Spiel funktioniert. Vielleicht gehe ich da ja auch von einem Trugschluss aus, man weiß es nicht, da ist nichts mehr drin. Da ist Piaggi. Einmal schubsen und dann ist alles vorbei. Your Eminence, would you have a moment to spare? Not now, Louis. Please, leave me alone. I beg your pardon? I want to be alone. Very well. I'm only searching for information about the lance of Longinus, the soldier. If you could... You are not listening to me. You are playing with fire. I heard you speak to Mr. von Wollner about it, and I was wondering if you could tell me something about it. That was a private conversation. How could I have known that he was listening to us? I see what you mean. Louis, don't push it. Leave while you still can. Your Eminence, are you all right? Your Eminence, are you with me? Can you turn around, please? What do you want to know about the Holy Lance, Louis? Your Eminence, turn around. This is the weapon used by a Roman centurion on the very day Christ was nailed to the cross. Das war gerade nicht... Longinus thrust his lance in the right side of Jesus. Please. Reden wir gerade mit dem Dämon? Wir haben gerade mit dem Dämon geredet, oder? Der weiß, was wir tun. Oder nicht? His nose is bleeding. So, you are looking for the Holy Lance of Longinus, are you? Warte mal. Irgendwas ist da überhaupt nicht richtig. Befragung und Manipulation sind Schwächen, gegen Logik ist er immun. No, I was wondering about it myself. Oh, Louis, it's even worse than I thought. I believe you when you say you've only come to find out more. But in that case, it means that Sarah didn't even tell you the point of it all. Because, believe me, you are looking for it. You are looking for the lance. You should know, you are not the only one. Lord Mortimer has spent a good part of his life and his fortune trying to find it. Never will he let you have it. But tell me, before going any further, have you spoken to anyone else about this? No, you are the first I've spoken to about it, Your Eminence. Come now, Louis. Are you quite sure of that? Yes, my mother knows about it. Of course, Sarah. Who else? No one else. What are you going to use the lance for? Jetzt kommt's drauf an.
I need it. Why? You won't understand. Try me, Louis. I need to protect myself with it. Louis, I thank you for your sincerity. I shall answer you about Longinus. Konfrontation erfolgreich You abgeschlossen. deserve to be told. His Schon mal ein guter spearheaded Start. lance did indeed pierce the side of the Messiah. His blood gushed out, covering the head of the lance. It was covered in the blood of Christ. Thank you. Thank you, Your Eminence. You are welcome. Be careful, Louis. You are on a perilous path. Don't follow Sarah's demons, my boy. Don't delve too deeply into her delusions, or you won't be able to come back. The demons that she is frantically trying to drive away are in her own mind. Take good care of yourself. God keep you. Ich weiß nicht. Das war eine ganz, ganz merkwürdige Situation hier, oder? Suche weitere Hinweise oder wähle eine Lanzenspitze aus. Mögliche Informationsquellen, Esoterik-Spezialisten, künstlerische Darstellungen, heilige Texte. Das ist noch eine ganze Menge. Also suchen wir weitere Informationen. In der Bibel wird ein glänzendes Metall erwähnt. Piaggi hat mir erzählt, dass die Lanze die Form einer Saufeder aufweist. Hat er das? Echt? Eine Saufeder? Hat er nicht lanzenförmige Spitze gesagt oder sowas? Habe ich das gerade... Honey, the remedy of the gods. Noch was zum Mitnehmen hier? Lanzenförmige Spitze. Ja, das ist auch das so ungefähr, was ich in meinem Kopf abgespeichert hatte. Ist das eine Saufeder? Also wenn die Tipps hier in der Richtung weitergehen, also er schreibt sich auf, ein glänzendes Metall wird erwähnt, sagt uns aber, ja, Gold hätte man sich nicht leisten können, wird ein einfaches Metall sein, schreibt das aber nicht auf. Ja, hier schreibt er jetzt, die Lanze hat die Form einer Saufeder, erklärt aber nicht, was die Form einer Saufeder ist. Wenn die Tipps auf dem Level weitergehen, dann brauchen wir so viele Tipps, wie wir kriegen können. Ja, also das kann ja noch heiter werden. Ich finde es spannend, dass Piaggi überhaupt nicht auf unseren fehlenden Arm eingegangen ist. Good evening, Mr. President. Good evening. Befragung. Welche Stärken und Schwächen hat denn der gute Mr. Washington? Politik und Manipulation sind auf jeden Fall Immunitäten. Machen wir mal Befragung, wa? I'm back on the trail of my mother again. I don't have time to explain, but would you know anything about the Holy Lance? That's good news. But be careful, Louis. You might end up getting noticed. Do you know anything or not? No, I regret I don't. But why not ask von Wallner? Theology is his field, after all. That's an idea. In that case, I'll try and find him. You are keeping up the good work, I see. But I'm telling you, keep your guard up. Everyone is rather on edge right now. You're right. Thanks for everything, Mr. President. See you later. Ich weiß nicht, Kapitel 4 wirkt technisch nicht ganz so ausgereift wie die vorhergehenden Kapitel, oder? Die Schnitte sind teilweise ein bisschen sehr deutlich. Ja, reden Sie mit von Wollner. Ja. Kann vielleicht nebenbei irgendjemand im Chat mal im Internet nachgucken, was eine Saufeder ist oder wie eine Waffe in Form einer Saufeder aussehen würde? Dass wir den Tipp dann nachher halt auch tatsächlich benutzen können.
Ich suche derweil auch weiter nach. Sind wir in diesem Raum überhaupt schon mal drin gewesen, groß? Der kommt mir so gar nicht bekannt vor. Ja, doch, wir müssen hier schon mal gewesen sein. All right. I've retrieved everything. 2 Goldelixiere. Chronicles of the Amber Princess. As I recall, Dorkin was my favorite character. So, hier ist der Konzilraum. Haben wir hier noch irgendwas oder irgendwen, was wir mitnehmen können? Einmal alles ablaufen, absuchen. Ja, wunderbar, unsere Vorräte wieder auffüllen hier. Wir haben tatsächlich deutlich mehr von diesen Ressourcen. Als ich ursprünglich mal befürchtet habe. Also bis jetzt wird es ja tatsächlich noch nicht knapp, ne? Obwohl ich angefangen habe, die doch teilweise recht exzessiv zu benutzen. So, okay, wenn wir durch die Tür gehen, dann haben wir unsere Runde durchs Erdgeschoss schon mal fertig. Und dann können wir im nächsten Stock weitermachen. Gehen wir hier hoch, drehen wir eine Runde über den Flur, gucken, was da so los ist. Dann gehen wir in die einzelnen Zimmer. Und dann gehen wir hoch in Mortimers Arbeitszimmer. Und dann wenden wir unsere Aufmerksamkeit tatsächlich der Gruft zu, der Krypta. Das ist zumindest mein aktueller Plan. Wenn ihr bessere Vorschläge habt, dann haut sie ruhig in den Chat. Das wäre sonst jetzt mein Vorgehen. So, wir kommen hier oben raus. Ein bisschen hin und her, damit man nicht irgendwelche Bücher oder irgendwas übersieht, ne? Da steht was. Ein Goldelixier, ja wunderbar. Das heißt, Karmelitengeist, das Einzige, was wir jetzt nicht wieder auf, ich sag mal, maximaler Munition haben. Da ist noch ein Gelee Royal. Dann könnten wir ja theoretisch. Ich höre Geräusche. Ach, da vorne wird gefegt. Wie lange hält dieser Berauscht-Zustand wohl an? Wegen dem Timer und so. Ich habe Bild geschickt über WhatsApp. Wem? Pardon me, monsieur, but I have work to do.
Also ich frage nur, weil mir nicht. Jetzt sind wir einmal rum. Okay. Das heißt, da ist die Treppe. Das heißt, das Turmzimmer machen wir als letztes. Das heißt, wir starten mit... Ach, von Wollner. Das trifft sich ja gut. It seems like he isn't here. Er ist nicht hier. Das ist natürlich blöd. Wartet mal. Ich muss mal kurz was überprüfen. Jetzt habe ich eine Nachricht gekriegt. Okay, aber das Bild könnte wirklich hilfreich sein. Also so richtig hilfreich. Okay, von Wöllner. Look, a blotter. And apparently it's been used recently. I wonder what Volner was going to write. It's smudged. It's not all legible. I can make out the signature though and leave as if planned It's illegible. Let's see if I can find a solution in Volner's things here. Given his interest in alchemy, I wouldn't be surprised if I found something that revealed what's written somewhere in his room. Das benutzte Löschblatt. Kann ich das... Die Tinte ist nahezu verschwunden. Golden Elixir. Ah, da ist ein Golden Elixir. Dann kann ich ja... Golden Elixir. So schon mal. Achso, vielen Dank für das Foto übrigens nochmal. What a mess. Looks like Volner was interrupted. Looks a lot like straw. And he's drawn something in a hurry on this sheet. I get the feeling that I've seen that somewhere before. Beides eins. Sowohl Aufmerksamkeit als auch Okkultismus. I've seen occult inscriptions like this before. They're not very common. As a matter of fact, I've only seen them once before, around the Lock of Al-Azif. Straw on his desk, as if to protect something fragile. Yes, someone must have packed something away here. Johann, ich weiß, Sie wollen herausfinden, was mit Elizabeth geschehen ist, aber das Ganze gerät außer Kontrolle. Ihre Eskapade auf dem Festland ist kostspielig genug. Ja, es war nicht einfach für sie, Elizabeth einen Monat lang in ihrem Zimmer einzusperren, damit sie Sarah nicht über den Weg läuft. Aber ausbüchsen? Ohne Vorwarnung? Ich musste lügen, um sie zu decken, Johann. Tun Sie so, als ob Sie alleine angekommen wären, vor wenigen Tagen, und bringen Sie William dazu, das vor den anderen Gästen mitzumachen. Kommen Sie wieder zu sich und reißen Sie sich zusammen. Ich hatte Sie gebeten, etwas zu beschaffen, damit wir es von der Insel bringen können. Nicht, damit Sie es in der vagen Hoffnung lesen, Macht dadurch zu erlangen.
Sie werden darin keine Antworten finden, das sage ich Ihnen klipp und klar. Sie riskieren höchstens, dass wir es wieder verlieren. Deswegen zum letzten Mal hinterlegen Sie es bitte am vereinbarten Ort. Jemand wird es dann umgehend an sich nehmen. Gezeichnet Sir Gregory. Aha. Karmelitgeist war... keine Konzentrationspunkte brauchen, ne, jawohl. Landing stage. Landing stage. Right. So Volner is going to leave Al-Azif at the landing stage by the pier. Okay, das bedeutet, dass wir auf jeden Fall nochmal da runter müssen. Und wir sind super Schnüffler. Du hältst einen Punkt in Befragung. Du hast von Wöllners Antwort auf Sir Gregory Holmes' Brief entschlüsselt. Ah, scheiße. Leider keines der 3 Dinger, die wir brauchen. Oder die wir auf jeden Fall noch brauchen. Gut, wir sehen uns hier kurz um. Und dann gehen wir aber noch mal runter. Und holen das Buch, oder? Nee, nee, doch. Nee, wir holen erst das Buch, oder? Wenn es umgehend jemand holen wird, dann wäre das dumm, das ganz am Ende zu machen, oder? A chemistry set. Sagt ihr mal. Surprising coming from von Volner. Auf der anderen Seite ist es natürlich potenziell doof, wenn wir mit dem Buch erwischt werden. So, let's see what Volner has in his bookcase. A few works on religions. Ich weiß es echt nicht. Scientific essays about human thought. Most of these works are on alchemy. Longini Militis Fabulum. Ah, what have we here? It looks like a kind of biography on Longinus the Centurion. Truly, Volner has done everything he can to get information about that lance. I'd better keep this one, though. Richet? Damn, that's all I need. Maybe he knows something about the lance. What happened? You've lost... Ah, how horrible. Your hand. It's an accident. To tell you the truth, An accident? Are you joking? You have lost your hand, Louis. We've got to do something. It's been done. I've been given treatment, rest assured. I admit that I didn't truly realize the consequences of my recklessness. So just stay calm. Yes, of course. But Louis, it's your hand. Er ist der Erste, der darauf eingeht, ne? Please, look, there's nothing I can do about it. I know, I made a mistake, but Piaggi und Washington haben es nicht mal wahrgenommen. I only wanted to inspect the place to find my mother and, well, I fell into a trap. The result is appalling, I grant you that, but at least I can guarantee that we're all perfectly safe here on this island. And you joke about it? Am I dreaming? No, sir, but let's be realistic. So many world leaders brought together in one place, and there are no safeguards? The error indeed stems from my recklessness. I went looking here and there in search of my mother, and I had an accident. It's my own fault. Fine. We will drop this incident. Why are you here? What are you doing in my room? Konfrontation wieder. Von Wollner, okay. Eine Schwäche für die Ablenkung und eine Immunität gegenüber dem Okkultismus. Well, sir, I see you have some captivating books, and you seem to be rather interested in the famous Longinus. It's... what's it to do with you? I overheard you speaking with Piaggi.
What are you two up to exactly? No, fine. Yes. We are looking for the Holy Lance. That imbecile has given Mortimer all the ones kept in the private collection of the Holy See. But it's So ein not Idiot, what you ey. think. Na, Harvey? Hang on a minute. You're the one looking for the lance. No, Don't take me for a fool. You are looking for the Holy Lances. Ja, vielleicht so ein bisschen. What's the matter? You seem completely panicked at the idea I might be interested in this relic. No, that's not true. What are you so afraid of? I'm not afraid. You know Mortimer's got it. So Läuft you're not gerade bei mir. worried that I'd give it back to him. What are So you? why are you so terrified of me being able to find it? You have no idea what it is you're looking for. What are you playing at, Richet? Mortimer's the one who has that cursed lance. How long have you been looking for it? I see. You want it, and so you plan to steal it from Mortimer. For a long time. Isn't that right? Why, you little swine! You're planning to give it to Sir Gregory. You're looking to double-cross me and Piaggi too. What on earth is he talking about? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Heimlichkeit, Etikette. Tun wir das für ihn? Oder für Piaggi? Oder für Home? Oder sollen wir alles abstreiten? Leute, ich bin absolut unsicher, was hier jetzt die richtige Wahl sein kann. Wir können einen Fehler machen, bei 2 Fehlern sind wir raus. Er hat keinerlei Schwäche und keinerlei Immunität, die bei dieser Dialogauswahl in irgendeiner Art und Weise eine Rolle spielt. Harvey, hilf! Selbst der Kater verpisst sich. Alle lassen mich allein. Geh nicht! Oh, ich bin total unsicher. Aber total unsicher heute. Harvey, hilf mir mal. Ich versuch's mit, ich tue das für ihn, oder? Ich weiß es wirklich nicht. Ich nehme das jetzt einfach. But calm yourself, goddammit. You're the one I'm trying to help. What? I heard you talking with His Eminence, and it seemed to me that this story about the lances had put you in a tight spot. I was only trying to be helpful. But why didn't you tell me straight away? Seeing as I hadn't found it, I didn't want to commit myself too quickly. If I'd failed, I would have looked like a beginner. I understand, Louis. Habe ich ihn I richtig thought you eingeschätzt. were trying to manipulate me. But please, excuse me. I got a little bit carried away. But you can't get ahead by staying in the shadows on a case like this. There are already several of us searching for the lance of Longinus. And it would be smarter to pool our information. Unfortunately, I've barely made any progress. I'm still trying to find out what the original lance really looked like. Let me reassure you, we've all been there, given the number of copies there are in existence. It also took us quite some time to discover its true shape. Ja. Many believe the central part of the head of the lance to be covered in gold, whereas, in truth, its center is made of an alloy of copper and iron. Ja gut, That das does wussten make wir schon. sense. In those times, a centurion wouldn't have any chance of possessing a lance made of gold. That is the perversion of Christian idolatry. A copper lance could not have been noble enough to pierce the side of Christ. Anyway, thank you, sir. You're welcome, Louis. Keep me posted as to your research. We're bound to end up recovering it. I'm counting on it. See you later.
Wie sie auf einmal alle so auf diese Lanze von Longinus fixiert sind, die in den ersten 3 Kapiteln im Prinzip noch überhaupt gar keine Rolle I gespielt hat. managed to Ne? get the biography of Longinus the Centurion. Let's see what it can teach me. An interesting passage here tells me that the lance is engraved with the symbol of the first Christians, the fish. Das ist ja dann doch nochmal eine nützliche Information, ne? In der Biografie über den Centurio Longinus steht geschrieben, dass in die Lanzenspitze ein Fischsymbol eingraviert wurde. Herr von Wollner hat gesagt, dass die Lanze mit Kupfer umrandet ist. So, was machen wir jetzt mit dieser Al-Asif-Geschichte? Machen wir erst unsere Runde hier fertig. Und gucken bei der Anlegestelle vorbei, wenn wir sowieso auf dem Rückweg zur Krypta sind. Oder gehen wir da jetzt gleich hin? Wenn wir mit dem Buch erwischt werden, könnte unvorteilhaft werden. Wenn wir zu lange warten, könnte das Buch aber schon weg sein. Beide Wege bergen Risiken und ich gebe die Entscheidung mal an euch weiter, während ich überlege, ob wir uns Rachel Adams Zimmer nochmal genauer ansehen müssen. Third November, November, ne? 1791. My dear sister. August 24th, 1792. Elizabeth, I'm driven to despair and doubt there is any point in writing to you. Den kennen wir noch gar I'm nicht not hier. even sure you'll receive my letters. Father controls my correspondence more and more. Den müssen wir beim letzten Mal I am übersehen certain haben oder er ist he neu filters our aufgetaucht. exchanges. Thankfully, one of the chambermaids is able to help me get my letters to you. But they still remain unanswered. I often think about you and pray every day to be able to hold you tight. We have so much time to make up. I beg you, answer me, please. Your loving sister, Abigail. P.S. That horrible woman came again yesterday. She spent a long time speaking with Father. I didn't understand everything because they spoke in French, but I'm sure they were talking about you. 24. August 1792. Tag. Elizabeth, ich bin der Verzweiflung nahe und frage mich, ob es etwas bringt, dir zu schreiben. Ich weiß nicht einmal, ob du meine Briefe erhältst. Vater kontrolliert meine Korrespondenz mehr und mehr. Ich bin mir sicher, dass er Briefe zurückhält. Glücklicherweise kann ich durch eines der Zimmermädchen meine Briefe zukommen lassen. Sie bleiben jedoch noch immer unbeantwortet. Ich denke oft an dich und bete jeden Tag, dich fest umarmen zu können. Wir haben so viel Zeit nachzuholen. Ich flehe dich an, bitte antworte mir. Deine dich liebende Schwester Abigail. PS. Diese schreckliche Frau ist hier gestern wieder aufgetaucht. Sie hat sich lange mit Vater unterhalten. Ich habe nicht alles verstanden, weil sie auf Französisch sprachen, aber ich bin mir sicher, dass es um dich ging. June 11th, 1791. My dear Elizabeth. Den Text kennen wir schon. So, also erst das Buch von der Anlegestelle holen, auch auf die Gefahr hin, dass es uns eventuell abgenommen wird, ja? My dear Elizabeth, I'm writing. Okay, dann machen wir das, falls wir überhaupt die Option haben, aber dann versuche ich's. Kann ja auch sein, dass er sagt, nö, zur Anlegestelle kann ich erst, wenn wir die Lanze haben. Dann müssen wir es für dann halt im Hinterkopf behalten. Bei der Anlegestelle waren wir seit Kapitel 1 nicht mehr. Fände ich ausgesprochen spannend, mich da jetzt nochmal umzusehen. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe nur aufgeführt, dass, also
Wenn wir es erst später machen, ist der Vorteil, dass wir nicht mit dem Buch erwischt werden. Das heißt, wir tragen es nicht mit uns durch die Gegend und es kann uns da nicht abgenommen werden. Der Nachteil wäre, vielleicht hat es in der Zeit wer anders abgeholt. Ich kann nicht raus. Schade. Und andersrum wäre es halt gewesen. Ich finde das doof, dass wir hier nicht raus können. Und hat sich damit erledigt. Aber andersrum wäre es halt gewesen. Wenn wir es holen, dann haben wir es erstmal in unserem Besitz, dann können die uns das nicht vor der Nase wegschnappen. Aber wir haben es halt in unserem Besitz und könnten damit erwischt werden und müssen dann erklären, warum wir damit rumlaufen und warum wir das haben. Hätte halt beides Vor- und Nachteile gehabt, beide Wege, aber das Spiel gibt uns ja eh keine Wahl. Oder ist es halt schon zu spät? Aber dann erinnert mich bitte, wenn wir raus zur Anlegestelle kommen, nochmal daran, dass wir nochmal nach diesem Buch gucken müssen. So, das nächste Zimmer ist Washingtons Zimmer. In Washingtons Zimmer kommen wir nicht rein. Okay. Dann das Turmzimmer. Und dann das Zimmer von Piaggi. Oh, warte mal. Was wir natürlich noch probieren können. Wenn wir nicht direkt durch die Tür kommen, aber... Wie ist das denn mit dem Balkon? Können wir auf den Balkon raus? Zumindest nicht von ihrem Zimmer aus, wa? Von Wollners Zimmer, da kommen wir ja nicht mehr rein, oder? Jetzt, wo er wieder da ist? Nee. So, dieses Turmzimmer. Das ist auf unserer Karte eingezeichnet. Wir haben es noch nicht einmal betreten können. Hier. Wir können es auch diesmal nicht betreten. Spannend. Gut, dann Piaggi. Wir wissen ja, dass der unten ist, aber vielleicht gibt es in seinem Zimmer ja irgendwelche Hinweise. The Cardinal's not in his room. I bet he went back to stuffing himself. Carmelite water will give me a little reprieve. Das ist nicht die Kreuzigung. My dear Giuseppe, poor health forbids me from joining. Den kennen wir schon. Im Kamin steht noch irgendwas. Gelee Royal. Wunderbar. So. Unsere Vorräte gleich wieder auffüllen. Warte mal, was war denn das hier gerade? Achso. Da steht noch was. Da steht noch ein Goldelixier. Das ist nicht die Kreuzigung. Das bringt uns also nicht weiter. Und nein, es ist ein sehr lüsterhaftes Zimmer für einen Geistlichen, ne? Let's have a look at his personal papers. Of course, it's in Latin, the language of the church. Natürlich. All those hours of learning Latin declensions are going to pay off in the end. Mother will be proud. Now this could be interesting. Let's say a sanctate. Various representation criteria.
of which are shown the most common throughout the centuries, and in different forms. If Piaggi's notes are anything to go by, the weapon I'm looking for is shaped like a tapered spear. And that should help me identify it. Das ist die gleiche Information, die er uns im Gespräch auch schon gegeben hat, ne? Great, honey. Und dafür habe ich jetzt einen Konzentrationspunkt ausgegeben. Das ist natürlich ärgerlich. Das ist natürlich jetzt schon so ein bisschen ärgerlich. The cardinal's not in his room. I bet he went back to stuffing himself. Na gut, suchen wir weiter. Vor allem wird es dann noch sehr interessant werden. In der Krypta selber dann zu gucken und dann die richtige Lanze auszuwählen, ne? Inferno by Dante. Abandon hope, all ye who enter here. Lovely lectures Mortimer is giving to his guests. Very jolly. Dear Monsieur de Richet, please excuse me, but I am... Das sonst ist alles mit Versuchungen und irgendwelchen Dämonenkontakten hier in unserem Zimmer, ne? Wo war noch ein Goldelixier? Beim Pater, ne? Beim Priester im Zimmer. Das könnten wir nämlich jetzt noch schnell holen. The cardinal's not in his room. I bet he went back to stuffing himself. Irgendwo hier war doch noch was, wo er noch gesagt hat. Golden Elixir. My dear Giuseppe. Wo war denn das? War das hier? Das da, ne? So. Golden Elixir. Consume without excess. Wunderbar. Also ich glaube, im Moment sind wir ganz gut dabei. Auch ohne Hand. Das verzeihe ich dem Spiel immer noch nicht. So, der nächste Raum ist Godoy. Aber bei Godoy kann man nicht rein. Dann Emilys Zimmer. Und über Emilys Zimmer im Zweifelsfall auch... Na nü. King George III in coronation robes. Auf dem Balkon. Nice raus, touch ne? for the room of an English duchess. Dear E, I received your last letter. Den haben wir schon gelesen. Hallo? Jemand hier? A letter from William Pitt the Younger, addressed to Emily. He's the present Prime Minister of the United Kingdom. Emily has indeed a letter from William Pitt the Elder, addressed to Emily. He was the English Prime Minister. This letter dates from 15 years ago now. Ja. Madam. Die Briefe haben wir beide schon gelesen, deswegen interessieren die mich gerade nicht wirklich. Interessant wird nochmal, was wir von hier aus eventuell erreichen können. Ne, Bonaparte und Perus Zimmer.
Okay, Napoleons Zimmer ist verschlossen. Aber in Perus Zimmer kommen wir rein, zumindest an dieser Seite. Eine Abhandlung über moderne Vernehmungstechniken. Das können wir auf jeden Fall... Great, honey. Great, honey. Können wir auf jeden Fall nach diesem Abschnitt dann lesen, ne? Dear Monsieur Peru, I'm writing to thank you for the funds you sent. I have no space left. I'll retrieve it later. Erdsternchen. Karmelitgeist. Okay. Merkt euch mal, in Perus Zimmer. Es ist noch ein Erdsternchen. Das ist dieses Ding, wo wir die Schwächen und Immunitäten für 120 Sekunden im Gespräch sehen können. Und ein Karmelitgeist. Das ist das Ding, wo wir keine Konzentrationspunkte ausgeben müssen für eine Prüfung. Das ist ja beides relativ nützliches Zeug. Ne? Merkt euch mal, dass da jeweils noch ein Ding in Perus Zimmer ist. Falls ich euch irgendwann fragen sollte, ey, wo können wir denn noch was herkriegen, dann schreibt ihr mir das in den Chat. Das ist eure Aufgabe. Dear friend, please come and join us. We must meet about the ongoing... Den haben wir auch schon gelesen. Weil gerade der Karmelitengeist ist durchaus möglich, dass wir den bei Gelegenheit noch verbrauchen. Oh, warte mal, haben wir hier irgendwelche Bilder von der Kreuzigung? Nein, ne? Auf der anderen Seite kommen wir auch nicht bei Napi rein, ne? Nee. Okay, dann haben wir noch das Zimmer unserer Mutter. Und dann sind wir auf dieser Etage auch einmal durch. Dante's paradise. Raise your head and be reassured, for what comes up here from the mortal world must ripen in our rays. Hier lag ja mal eine Bibel, aber die haben wir ja weggeholt. Damit Washington den Code nicht knacken kann, ne? Geil, wie wir einfach gar nichts mehr machen können, okay. Na denn. Bleibt noch das Arbeitszimmer und dann haben wir, glaube ich, alle Informationen gefunden, die wir finden können. Oder fällt euch noch irgendwas anderes ein, wo wir noch gucken können dann? Sanctus Longinus, Märtyr. Saint Longinus. Let's take a closer look at his lance. It is shaped like a leaf.
Like the real lance, maybe. How can I be sure? No, this is too easy. Mortimer's trying to throw me off the track again. It seems too visible to be true. Impossible not to see the statue on first glance, given its size. And Mortimer has no interest in making the shape of the true lance so easy to see. Hey, looks like there's a symbol engraved on the tip. Yes, a fish. The Christian fish, no doubt. It can't be a coincidence. It must have been done on purpose. Huh. Good thing I took a closer look. I think this statue does represent Longinus, armed with a lance that wounded Jesus. The Holy Lance. How can I find out if this is an exact representation? There's no way of being certain of it. Das. Noch ein Erdsternchen. In Mortimers Arbeitszimmer noch ein Erdsternchen. Bitte auch notieren. 2 Erdsternchen bei Mortimer im Arbeitszimmer. Ein Erdsternchen und ein Karmelitengeist bei Peru im Zimmer. Gott, ich hoffe, einer von euch schreibt das mit. Ich könnte es auch selber mitschreiben, aber bin ich zu faul zu. Dante's Purgatory. Why does your mind presume to flight when you're still like the imperfect grub, the worm before it's attained its final form? Charming. Das hier, den haben wir zwar schon mal gelesen, aber ich glaube, der ist relevant genug, dass ich ihn noch einmal vorlese. Danke, denke ich auch. Ich mag diesen Vogel. Sehr geehrter Guido Poletti, ich schreibe Ihnen in Bezug auf die Gemälde, die ich Ihnen für Ihre Ausstellung geschickt habe. Beachten Sie bitte, dass sie Teil meiner Privatsammlung sind und die dazugehörigen Jahreszahlen dem damaligen Kalender der Freimaurer entsprechen. Wie Sie sich vielleicht schon gedacht haben, müssen Sie von den Jahreszahlen 4000 Jahre abziehen, damit sich die Besucher nicht über die merkwürdigen Angaben wundern. Ich muss Sie natürlich nicht daran erinnern, dass das Freimaurerjahr im März beginnt. Beim Longinus-Bild habe ich mir die Freiheit genommen, die Lanze etwas anpassen zu lassen, damit sie besser der Originallanze entspricht. Das sollten Sie bei Ihrer Version ebenfalls unbedingt veranlassen. Hochachtungsvoll, Lord William Alexander Mortimer, Markgraf von Westfordshire. Ja, aber mal ernsthaft, ich frage mal vorsichtig in die Runde, hat sich das jemand notiert? Sonst hole ich meinen Blog raus, weil das ist ja potenziell schon interessant, wo wir eventuell noch Tränke finden können. So wir sie denn im Laufe des weiteren Spielens noch brauchen sollten. Adoration of the Shepherds with Saints Longinus and John. Giulio Romano, 1534. Dankeschön. Longinus is holding the Holy Lance in his left hand, and I'll bet he's holding the sponge-soaked in holy blood in the other hand. Yes! Here we can see that the Holy Lance is represented in the shape of a spear. I'd better make sure I check this twice. It's a work that dates from the Renaissance. There's nothing to say that it's not based on erroneous elements. But I believe what I read in the letter from Milan addressed to Mortimer. There's every reason to believe that this painting has been modified according to his guidelines to represent the true shape of the Holy Lance, a spear shape. This work is an order from Lord Mortimer.
all the details have been conceived with a specific goal in mind. Upon closer examination, you can see that even the style clashes with that of most of the other works in the manner. No, if Mortimer has taken special care as the conception and the exhibition of this painting in his study in the same way as for the nightmare painting, it must be of some significance. And that is indeed the true shape of the Holy Lance, a spear shape. There's only one way of being sure. I'll have to find other clues that will confirm this information. So, ich glaube... Hoppla. Ich glaube, das war's an Informationen, oder? Adept des Glaubens. Du erhältst einen Punkt in Logik. Du hast alle Hinweise gesammelt, die zur Identifizierung der heiligen Lanze nötig sind. Okay, dann brauche ich ja nicht mehr weitersuchen, ne? Wenn das alles ist, was wir kriegen. Dann laufe ich jetzt erstmal in die Krypta runter und dann gehen wir die Hinweise nochmal alle durch und dann sehen wir uns da unten um. Schon allein diesen Logikpunkt, den war es ja im Prinzip wert, ne? Dumm, dumm. Keine Ahnung, warum ich jetzt den langen Weg nehme. Aber jetzt will ich auch nicht mehr umdrehen. Ich muss mal gucken, wenn euch The Council gefällt. Ich glaube, ich habe noch ein paar Telltale-Spiele, die wir noch, oder im Stil der Telltale-Spiele. Ne, hier, Life is Strange haben wir noch ein paar auf der Liste. Auf jeden Fall habe ich noch in der Hinterhand, die habt ihr ja auch in die Vorschlagbox geschrieben. Und diverse Telltale-Geschichten habe ich noch. Telltales Game of Thrones auf jeden Fall. Tales from the Borderlands Staffel 2 habe ich noch irgendwo rumliegen. Minecraft Story Mode müsste ich gucken, ob ich das noch auftreiben kann. Das haben wir ja auch noch nicht gespielt. Guardians of the Galaxy gab es noch von Telltale. Da weiß ich allerdings auch nicht, bin ich mir nicht sicher, ob ich das in meinem Repertoire habe. Aber das sind ja auch alles Spiele, die gehen in eine ähnliche Richtung, so steuerungstechnisch, so gameplay-technisch gehen die in eine ähnliche Richtung wie The Council. Deswegen stelle ich an dieser Stelle einfach mal nebenbei die Frage in den Raum, was haltet ihr von der Idee, sowas in Zukunft dann öfter hier auf dem Kanal zu machen? Auch so diese Adventures und Story-Geschichten so. Dann würde ich nämlich, ich glaube, ich mache das einfach mal, dass ich zum nächsten Council-Stream, also Mitte Dezember, wenn wir das 5. Kapitel spielen, dass ich einfach mal vorher durchgucke und raussuche und quasi eine Liste mitbringe, welche Spiele dieser Art ich noch so hätte. Und wir dann im Rahmen des Streams vielleicht auch so ein bisschen gemeinsam entscheiden, was wir dann als nächstes spielen. Oder wollt ihr lieber, also wir müssen auch nicht Spiele in diesem Stil hier spielen. Ich habe auch noch Point-and-Click-Adventures, die wir auch machen könnten. Ne, sowas wie Baphomets Fluch oder sowas. Also Auswahl hätte ich auf jeden Fall noch genug. Nagel dem Inventar hinzu. Warum haben wir jetzt einen Nagel mitgenommen? So, jetzt schauen wir mal. Aber das einfach nur mal so in den Raum geworfen, weil mir der Gedanke gerade kam. Ich muss die heilige Lanze finden. Herr von Wöllner hat gesagt, dass die Lanze mit Kupfer umrandet ist. In der Bibel wird ein glänzendes Metall erwähnt. Piaggi hat mir erzählt, dass die Lanze die Form einer Saufeder aufweist.
Auf einem Gemälde ist mir aufgefallen, dass die Lanze des Longinus die Form eines Speers aufweist. Auf dem Gemälde mit Longinus ist mir aufgefallen, dass die Lanze die Form eines Speers aufweist, was Mortimers Meinung bestätigt. Bei der Statue von Longinus hat die Lanzenspitze die Form eines Blatts. Laut Piagis übersetzten Schriftstücken hat die Lanzenspitze die Form eines Speers. Bei der Statue von Longinus ist mir aufgefallen, dass kaum sichtbar ein Fischsymbol in die Lanzenspitze eingraviert ist. In der Biografie über den Centurio Longinus steht geschrieben, dass in die Lanzenspitze ein Fischsymbol eingraviert wurde. Also wir suchen eine Lanze aus Kupfer in der Form eines Speers mit dem Symbol eines Fisches eingraviert. Richtig? Dann schauen wir doch jetzt mal. Jetzt wird es interessant, glaube ich. Okay, erstmal hier links rum, ne? Da ist, glaube ich, schon die erste, die es sein könnte. I can see that this lance has a so-called leaf shape. It is made entirely of iron. I can see that the tip is engraved with the symbol of the sun. Das ist schon mal nicht die richtige. Aus Eis, also die ist ja komplett falsch. Die hat die falsche Form, das falsche Symbol und das falsche Material. I can see that this lance has the characteristic shape of a spear. It is made of iron, and its tip is engraved with a cross. Die ist auch nicht richtig. Übrigens, selbst wenn wir jetzt hier an dieser Stelle relativ frühzeitig über die richtige Lanze stolpern sollten, werde ich mir trotzdem erstmal alle Lanzen angucken, weil ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, A fragment of amber. dass wir dafür vielleicht auch wieder einen Bonuspunkt kriegen. This sarcophagus is engraved with the name of Clemens III. Good God! The one whose cross allowed me to enter. He was basically an anti-pope. His path to the throne was pretty turbulent, and he had to be enthroned several times. The result of a long conflict between the papacy and the Holy Empire. Clemens III. Clément III in French. How come his tomb ended up here and not in the Vatican? That was the Pope from the Middle Ages who inspired the Third Crusade. He gave the Roman people the power to elect their magistrates. This sarcophagus is beautifully made, but ancient. The stone is marked by the passage of time, but it's really well preserved. Hier lang weiter. Ich bewege mich hier jetzt auch mal so ein kleines bisschen vorsichtiger, damit ich nichts übersehe. Was im Umkehrschluss natürlich bedeutet, dass es auch ein bisschen länger dauert, hier lang zu laufen. This one has no name. I wonder who it was for. Da geht's nicht weiter. Da hinten aber anscheinend auch nicht, ne? Nochmal ganz kurz zu dieser Liste,
bevor ich mich wieder voll und ganz auf die Suche nach dem Speer von Longinus konzentriere. Moment. I can see that this spear has a so-called leaf shape. It is copper rimmed. I can see the tip is engraved with the symbol of the Eye of Ra. Okay, das Material ist richtig, aber sowohl die Form als auch das Symbol sind falsch. Also soll ich mich bei dieser Liste erstmal auf Sachen konzentrieren mit einem ähnlichen Gameplay wie The Council? Also ich sag mal keine klassischen Adventures, sondern mehr so diese so ein bisschen cinematischer inszenierten Geschichten hier. Oder soll ich einfach allgemein irgendwelche potenziell interessanten Adventures da... Das ist ja schon nochmal... Also ich würde definitiv auch einiges zusammenkriegen, wenn ich mich nur auf diese Art von Spiel hier konzentriere. Ja, Ätna haben wir ja schon gespielt. Noch ein Erdsternchen in der Krypta. Für die Liste. Ah, sieht schon interessant aus hier unten, ne? Well, here we can see this lance has a leaf shape, is gold rimmed, and a fish is engraved on the tip. Leider die falsche. Flavius Aetius. Flavius Aetius. Ich bin ganz ehrlich, der Name sagt mir jetzt überhaupt nichts. Ich habe halt so ein bisschen Angst, wenn ich so allgemein Point-and-Click-Sachen mit reinnehme, dass die Liste zu sehr eskaliert, weil da habe ich echt noch eine Menge. Auf der anderen Seite will ich es halt auch nicht von vornherein aus. Das ist schwierig. Flavius Aetius, the one they call the last of the Romans. He was assassinated by his own emperor, who was jealous of all his victories. But how did he end up here? Flavius Aetius. I remember. He was the Roman general who defeated Attila and his hordes in the terrible battle of the Catalonian plains. Flavius Aetius, the one they call the last of the Romans. He was assassinated by his own emperor, who was jealous of all his victories. But how did he end up here? Oh, warum muss ich das dreimal auswählen, Das ist doch... It was cut a long time ago. You could tell by the rough hacks of the tool and the patina of the stone. This sarcophagus is very ancient. I'd say it's several centuries old. Es lohnt sich ja durchaus, alles anzugucken, alles zu untersuchen und so viele von den Dialogoptionen abzuarbeiten, wie irgendwie möglich, vor allem wenn es uns dank unserer gesteigerten Werte keine Konzentrationspunkte kostet, weil wir ja für jedes Ding Erfahrungspunkte kriegen. This lance has got a blade in the shape of a spear. Huh? Its blade is in iron or steel, I think. I can make out a rising sun engraved on the tip. Schade, wieder die falsche. This sarcophagus has been ravaged by time. It's sort of ageless, I guess. It
It's entirely sculpted. Vollständig verziert. These symbols, these grooves, cuneiform script. This is humanity's oldest alphabet, the language of Babel. Sadly, no one today even knows how to decipher it. There's also some text engraved beneath in ancient Greek, Sargon. Sargon der Große. Oh, ich glaube, so heißt eine Mumie aus Hero Quest oder so. Is this the tomb of a king? Judging by all the sculpted symbols of power, this is really ancient. The inscriptions are all eroded. I don't know what those marks mean, but maybe a stone or an epitaph. Gelee Royal, den können wir ja uns gleich wieder zu Gemüte führen. Well, we can see that this lance has a particular spear shape. It is coated in gold. You can distinguish the symbol of the fish engraved on the tip. Barely noticeable. Schade, 2 von 3 ist leider nicht genug. Also noch weiter. Ein bisschen haben wir ja hier auch noch. Warum ist diese Krypta überhaupt so gebaut, wie sie gebaut ist? Daher hat man ja ständig Angst, dass man runterfällt. Oh, der erste Sarg, den wir nicht untersuchen können. We can see that this lance has a leaf shape, and, well, it's in gold. I can see that a crucifix is engraved on the tip, just barely visible. Das ist falsch. Wir suchen nach einer Speerform aus Bronze mit einem Fischsymbol. Wir haben da auch keine gegenteiligen Informationen aus irgendeiner Quelle gekriegt, ne? Das wäre gemein, wenn das wieder eine Falle vom Spiel wäre. Let's take a look at this lance here. It has a very special leaf shape. It is copper rimmed, and I can see a fish symbol engraved on the tip. Ich habe Bronze gesagt, ne? Ich meinte Kupfer. Entschuldigung. Entschuldigung. Aber die Blattform ist halt falsch an der Stelle. Natürlich, es ist die, die am weitesten vom Start entfernt liegt. Wahrscheinlich. Oder so mit am weitesten. I can see that this lance has the shape of a boar spear. The blade is partially coated in copper, and I can just make out the symbol of the Eye of Ra engraved on the tip. So knapp. I can see this lance has a spear shape. It is copper rimmed, and it has been engraved with the symbol of the Christian fish on the Das tip. ist sie, Leute. Das ist die Lanze des Longinos. Aber wir lassen sie noch liegen. Zumindest basierend auf unseren aktuellen Informationen, richtig? Mit Kupfer, mit Fischsymbol und Speerlanze. Ich glaube, er hat sogar Saufeder gesagt, ne? This lance has a leaf shape. It is copper rimmed. The symbol of the Christian fish is engraved on the tip. Honey, I couldn't have hoped for better.
So, unsere Konzentrationspunkte sind wieder voll aufgeladen. Jetzt gucken wir noch kurz, was hier hinten noch ist. The sarcophagus of Lord Mortimer. It's the only sarcophagus in this crypt which appears to bear the Mortimer family name. What ancestor can it be? There's no inscription. Let's see what we can find here. It's the only sarcophagus in this crypt which appears to bear the Mortimer family name. What ancestor can it be? There's no inscription. Let's see what we can find here. Versuchen wir den Deckel zu öffnen. It's far too heavy. I'm not going to be able to do it on my own. The sarcophagus of Lord Mortimer. Was war das denn gerade? Let's see what we can find here. Ha! Great. Now let's see what's inside. Okay, Gelee Royal, Gelee Royal. Bernsteinstücke haben wir eingesammelt. Im Sarkophag von Lord Mortimer befindet sich noch Gelee Royal. Für die Liste. Wir sind Vandale. Du hältst einen Punkt in Gewandtheit. Du hast Lord Mortimers Sarkophag geplündert. Und Grabforscher. Du hältst einen Punkt in Belesenheit. Du hast alle Sarkophage in der Krypta untersucht. Ah, guck mal, hier ist noch was. What about this lance? It's got a spear shape. The blade is partly made of copper. A barely visible crucifix is engraved on the blade. So, dann schmeiße ich mal ein Goldelixier ein, wa? Davon haben wir ja noch 4 auf Halde. Das passt schon. So, 2-mal Gelee Royal im Sarkophag von Lord Mortimer. Dann war hier unten noch ein Erdsternchen. Ein Erdsternchen und ein Karmelitengeist in Perus Zimmer. Und noch 2 Erdsternchen in Lord Mortimers Arbeitszimmer. Habe ich das aktuell richtig im Kopf? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Im Moment kann ich mir das auch merken, aber das ist ja potenziell für Kapitel 5 auch nochmal relevant und von daher ist es schon geil, so eine Liste zu haben. So. Dann nehmen wir mal die Lanze mit, wa? I can see this lance has a spear shape, is copper rimmed, and it has been engraved with the symbol of the Christian fish on the tip. Die nehmen wir jetzt mit. I must be sure of my choice. I cannot get it wrong. Am I absolutely sure this is the one to take? Sind wir uns absolut sicher, dass dies die echte Lanze des Longinus ist? Ich schon. Ihr auch? Seid ihr euch auch sicher? Die Speerform in Kupfer eingelassen und mit dem eingravierten Symbol eines Fisches. Das klingt für mich eigentlich richtig, basierend auf den Informationen, die wir zusammengetragen haben. Aber dieses Spiel hat mich schon mal verarscht. Deswegen frage ich euch zur Vorsicht nochmal.
Sehr schön. Vielen Dank. Reicht mir. Eindringling. Eindringling. Du erhältst einen Punkt in Okkultismus und einen Punkt in Überzeugung. Du hast die heilige Lanze ausgewählt. So, okay, wir beeilen uns jetzt, ne? Triff deine Mutter am Anleger. Da müssen wir nochmal nach diesem scheiß Buch suchen, jetzt nach dem Allersieb. Das war ganz unter uns. Glaubt ihr wirklich, dass wir einfach so davon kommen? Ist es nicht eher unwahrscheinlich, wenn man bedenkt, dass es noch ein Kapitel 5 gibt? Irgendwas wird doch jetzt gleich passieren. Spätestens am Anleger werden wir abgefangen. Der Cut hier, der hätte nicht so komisch sein müssen. Der ist doch sehr irritierend. Ich habe nicht alle Nachbildungen der Lanze des Longinus im Besitz von Lord Mortimer gefunden. Dabei war ich mir so sicher, dass wir alles angeguckt haben. Naja. Ja. Wow. Leute, ich glaube, das mit Stufe 15 wird schwer. Ah, und das sind auch nur 4 Punkte. Gut, ob es jetzt 4 oder 5 Punkte sind, macht tatsächlich keinen Unterschied, ne? Ich war so oder so, brauche ich Stufe 15. Befragung. Ablenkung, Überzeugung, Etikette. Es ist dir ein leichtes, die Aufmerksamkeit der Menschen in die gewünschte Richtung zu lenken, das Thema zu wechseln oder unliebsame Fragen zu vermeiden. Das nehme ich jetzt, das pushe ich jetzt einmal durch. Dann haben wir das nämlich schon mal oben und dann konzentrieren wir uns beim nächsten Mal, beim nächsten Level up, entweder auf Etikette oder auf Überzeugung. Und wenn wir es noch bis auf Stufe 15 schaffen, nehmen wir dann das andere. Das heißt, ihr könnt von mir aus jetzt im Chat schon mal entscheiden. Etikette. Du weißt stets, in welcher gesellschaftlichen Situation welches Verhalten gefragt ist. Auch sehr nützlich für Komplimente und versteckte Beleidigungen. Oder Überzeugung. Du bist in der Lage, die Menschen mit deiner schieren Willenskraft und deiner Einstellung zu überzeugen. Eins von den beiden wird das nächste sein, das wir auf eine neue Stufe bringen. Etikette oder Überzeugung. Könnt ihr im Chat jetzt schon mal schreiben. Beim nächsten Level Up ist das dann relevant. I'm already pressed for time as it is. Mother's waiting for me on the wharf. Aber Zeit für Buchlesen ist auf jeden Fall, ne? Abhandlungen über moderne Vernehmungstechniken von Jacques Peroux. In diesem Tagebuch sind einige der besten Untersuchungsmethoden Jacques Peroux dokumentiert. Plus ein Punkt in Befragung. So, trifft deine Mutter am Anleger.
Gehen wir da jetzt direkt hin? Ja, oder? De Richets, sticking your nose everywhere again. Wow. What's the matter with him? Excuse me, monsieur. I don't follow you. I haven't come all this way just to fail so close to the goal. Why? What are you talking about? I am talking about what you are doing. This conference is going to boost my career. Moment. Ich will jetzt ganz kurz wissen, was habe ich da gerade für einen Statuseffekt? Aus der Fassung. Konzentrationskosten +1. Das ist natürlich nicht so schön. Wir sehen uns jetzt hier nicht um. Wir gehen direkt zur Anlegestelle und treffen uns mit unserer Mutter. Oder was sagt ihr? Oder sollen wir nochmal eine Tour durchs Haus machen, um zu gucken, was sich da jetzt eventuell verändert hat und welche Begegnungen, Unterhaltungen und Szenerien wir da eventuell noch so entdecken können. There is no question of me letting you ruin everything. I just surprised Piaget and Vollner talking. You are about to rob Mortimer. Give me what you took from him, immediately. Let's keep calm, please. I don't know what you're talking about. I'll have to cut this short, quick. Look, I don't know what you're going on about, and I don't have time for this right now. Don't bank on getting rid of me so easily, De Richets. Where have you been? Did Lord Mortimer tell you you could trust me? Yes, but... So, I might have disappointed you on the negotiation of your precious cannons, but Lord Mortimer believes I can still be useful. I'm working for him right now, and you're wasting my time with your questions. Look, if he hasn't taken you into his confidence, then you shouldn't know yet. I'll soon figure out what you are up to. And I am convinced that you have indeed robbed Mortimer. The game is up. Give me what you took from him. You know, this is becoming an obsession with you. Show me what you are carrying, or I will call the servants. Moment. Welche Gegenstände haben wir denn noch im Inventar? Den Nagel. Das Kreuz. Geben wir ihm einen anderen Gegenstand? Ganz kurz. Ihm einen anderen Gegenstand, seltenes Manuskript, ihn durcheinander bringen. Geben wir ihm ein seltenes Manuskript, ich weiß aber nicht, ob wir eins haben. Geben wir ihm einen anderen seltenen Gegenstand oder sollen wir lieber versuchen, den guten Napoleon durcheinander zu bringen? Der Timer läuft und wir haben nur eine einzige Chance, das richtig zu machen. Und ich befürchte, wenn wir in dieser Konfrontation scheitern, dann verlieren wir eventuell die Lanze des Longinus und dann haben wir ein Problem. Das ist jetzt... Vielleicht können wir ihm den Nagel oder das Kreuz geben. Wäre jetzt so meine erste Idee. Wir hatten ja extra die Chance, den Nagel mitzunehmen. Der muss ja für irgendwas gut sein, oder? Wäre jetzt mein Versuch. Oder meine Idee. Ist das für euch okay? Er hat halt auch noch Schwächen und Immunitäten, die wir nicht kennen, ne? Die Notizen des Architekten? Was? Moment. Der Magnetstein, was ein runder Magnet. Soll ich ihm die Notizen des Architekten geben?
oder ein Goldelixier? Mit einem Goldelixier gibt der sich doch nicht zufrieden, oder? Ich geb ihm die Notizen. Very well. Fair is fair. You've exposed me. Here. This is what I took from him. Look, I'm sorry. I acted on a bizarre impulse. I don't know either, and frankly, you have disappointed me. That said, it is not as bad as I thought it would be. Right. We'll leave it there. I'm... Talentiert, mal 10. Du erhältst 2 Punkte in Etikette. Schließe 10 Konfrontationen davon. Etikette ist ja... Das ist ja fantastisch. Das ist ja fantastisch. Das heißt, auf Stufe 14 haben wir unsere Upgrades fertig. Wir müssen nicht mehr zwischen Etikette und Überzeugung wählen, weil wir mit dem nächsten Level-Up genug Punkte für beides haben jetzt. Napoleon sei Dank! Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage. That things have been cleared up. So, are we finished here? Indeed we are. I shall leave you. That's right. Go play somewhere else. See you later, Monsieur. Das war eine verdammte knappe Angelegenheit. Hurry up and join my mother at the wharf now. Okay. Oh Gott. Dann beeilen wir uns jetzt. Direkt so. Da kann man nicht durch. Ah, Schiete. Es wird ein bestimmter Weg aufgezwungen. Das ist nicht gut. Das heißt, dass wir wahrscheinlich noch eine Konfrontation haben werden. Hoffen wir nur, dass wir nicht Mortimer oder Holmes über den Weg laufen, ne? Holmes? Holm. Lord Holm, ne? Gregory Holm. Biaggi immer noch hier? Nein, ist er nicht. Gut, wunderbar. Dann ich laufe weiter. In der Hoffnung, dass da nicht kommt, noch eine Person. Zu nehmen mir weg die Lanze. Ah, Video schon wieder. Also Sequenz. Nicht gut. Ah, Louis. Perfect timing. As luck would have it. Come, my boy. I would like to have a word with you. Sieht nicht so aus, als ob wir eine Wahl haben. Come closer, please. It's time we had a little chat. I wanted you... Oh no, your hand. Damn it, no. So that's it. She is prepared to use you. What do you mean? It wasn't enough for her to lose her hand. She had to make you lose yours too. I cannot permit this to continue. Louis, it's time you found out the truth. I've been observing you since you arrived. I see you running all over the grounds in search of Sarah. I would like to prevent her from leading you even further down the wrong road. The wrong road? Louis, Sarah has made her own choices of her own free will, and I would like for you to have the same chance. You see, Sarah and I have known each other for a very long time, Louis. I am aware of her theory. About me, about Gregory, about the demons. Ist das so? She's right. Look at me. I have inhabited this body since 1191. For the last 602 years I have been... Okay, dass das einfach zugibt, da habe ich nicht mit gerechnet.
You're the devil incarnate. The devil? I'm not saying that all Judeo-Christian folklore hasn't served us, but the truth is, of course, something quite different. Please, don't look at us through the primitive prism of religions. I am not hiding any horns or goat's feet, Louis. I have no tail. Why do you bring up folklore? You mean that you've taken advantage of people's beliefs? No, not exactly. I mean that we in fact created them from scratch. It is amazing to see how mankind has such a strong need to believe in something superior to itself. It was very instructive for what was to come. Lucifer, the fallen archangel, left heaven accompanied by 133,306,668 angels. Wo kommt die Zahl her? Is it true that there are that many of you? No, I assure you, Louis. Forget your Bible class. It's ridiculous. We are not angels. We don't have wings. There is certainly nowhere near 1,000,000 of us. And for that matter, no sacred human text represents us correctly. There are several families, and the family to which I belong has 8 siblings, including Gregory and myself. Sir Gregory is your brother? Yes, what can I say? You can't choose your family. But it is very difficult to know exactly how many of us there are, because a large number of our kind remain hidden, or never reveal themselves even to us. You've been Mortimer for 600 years? How long have the demons been among mankind? Oh, I don't think I'd be lying if I said that we have always been here. If I follow you, you must have witnessed some of the greatest moments in history. You could certainly say that, yes. Did you know ancient Greece? In many ways, yes. One day Pericles, the next Parmenides. Just the memory of the time I spent working on acoustics with Pythagoras, well, it moves me quite deeply, to tell the truth. Pericles. He's the one who brought Athens to its golden age, isn't he? In a way, yes. He established democracy and then died during an epidemic. It wasn't so long after his 2 sons passed away. Isn't that right? Excuse me, Louis. I would rather not relive any more of that, if you don't mind. Did you know ancient Egypt? Oh, yes, yes. We were gods on earth in those days. What did men call you then? Amenhotep IV. The 10th pharaoh of the 18th dynasty? Ooh, I see you're a connoisseur, Louis. Den kannte ja sogar ich. Dieses Gespräch nimmt eine Wendung, die ich nicht erwartet habe, bin ich ganz ehrlich. Did you experience ancient Rome? Oh, yes. Luxury and decadence, Louis. My family did indeed reign supreme, but from this period I retain only the works of my friend, Marcus Vitruvius Pollio. I've noticed that you have a passion for the Crusades. Among other things, yes. Mainly the third. It was during the siege of St. Joan of Arc that I took possession of Lord Mortimer. And you've never changed skins or bodies since? I have used other envelopes, but only to carry out very short tasks. Apart from that, indeed, I have been able to retain the identity of William Alexander Mortimer throughout the centuries. You seem to be fascinated by Christ. You weren't him, were you? Oh, no. Louis. No, not at all. He was my father, though. Strange as it seems. I beg your pardon? Am I dreaming? Ugh, please tell me I'm dreaming. We should have the chance to talk about all that again later, but yes, he was my father. All the mythology surrounding Jesus of Nazareth really stems from my father's prideful need to show himself among men. Ich denke, du bist kein Engel. And you truly have the power to manipulate the thoughts of men. That's right. Every demon has the capacity to infiltrate the minds of men and to read and steer their thoughts.
Ich fühle mich gerade wie in einer Folge aus Supernatural. Ich erwarte die ganze Zeit, dass Dean und Sam gleich durch die Tür gestürmt kommen. And what do you do with this power? We help them, of course. And how is it you help men exactly? Let's just say that without us, man would probably never have left his cave. Fire, the wheel, tools, writing. We are the spark that inspires man to search, to grow, to evolve. Can you tell me more about your capacities, your supernatural powers? Supernatural? From my point of view, they are perfectly natural. Well, Louis, just because the monkey does not fly doesn't mean that we should consider the bird a supernatural creature. We are all part of a grand design. We are simply made like this. By developing our art, we are able to read thoughts as well as write in the minds of men. It is possible for us to make them bow to our desire, but it doesn't work without leaving some scars. Carry on my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more. Entschuldigung. How would you qualify your species scientifically? Good question. What is your area of expertise? Alle. Kann ich die nicht einfach alle nehmen? I would say biology. So, I would class demons along with parasites. The comparison's not very flattering. You live inside a host and you feed on that host. Do you not? A large number of parasites are essential to the survival of their bearer, you know. We do indeed choose a host. We enter inside them, and we evolve with them. But if you prefer a more philosophical approach, or a more poetical one, consider us as an idea. We are an idea that penetrates the human spirit. But in fact, in no way are we a danger for our hosts. Quite the contrary, we strengthen them. Antileben. Aus irgendeinem Grund denke ich gerade an die Formel des Antilebens aus Superman. What are the demons' projects for humanity? Our aim has long since been to protect humanity from itself. On the other hand, although we give them the impulse to succeed, we don't all agree as to the path they take to achieve it. What has my mother got to do with all this? She embarked on a crusade many years ago to kill all the demons. That must have upset you. I imagine you retaliated. No. I'm afraid she never forgave me. Forgave what? We met when she was still just a young woman. I appeared to her in a different form because I didn't want to reveal the identity of Lord Mortimer at that time. She was looking for someone interested in the occult to decipher an ancient book. We spent many years together until I revealed my true nature to her. Das entspricht so ungefähr dem, was unsere Mutter uns auch erzählt hat, ne? The old book was Al, wasn't it? Did she speak about it? Not so long ago, yes. Indeed, it was already Al. She wanted to unlock the secrets. Why should I trust you? I'm not asking you to, Louis. If you are still in doubt about the demons, I can assure you that won't last long. Warum? Was hat er vor? But why me? Why do I tell you about the greatest secret ever revealed to man? That's right. I'm coming to that. Don't worry. Ich habe ehrlich gesagt ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Ich werfe an dieser Stelle schon mal die Frage in den Raum. Und ich bin gespannt, ob
und was für eine Antwort ich darauf von euch kriege. Vertrauen wir ihm? Vertrauen wir Lord Mortimer in der Aussage, dass unsere Mutter das alles falsch verstanden hat und Dämonen, wobei man sich halt von diesem Wort nicht beeinflussen lassen soll, weil die Kirche das halt sehr negativ vermerkt hat, aber man muss diese Wesen ja irgendwie nennen, dass die eigentlich gar nichts Böses im Schilde führen? Oder schließen wir uns dem, ich nenne es jetzt an dieser Stelle mal vorsichtig, Extremismus unserer Mutter an, dass diese Wesen alle ausgelöscht werden müssen, bevor sie die Menschheit in den Untergang werfen? Und da rede ich erstmal ganz allgemein, weil natürlich kann es ja im Zweifelsfall auch bei den Dämonen Individuen gehen, die vom Gesamt, ich sag mal, Standard abweichen. Ne, die meisten Menschen sind auch, würde ich auch eher als gut klassifizieren, mehr oder weniger. Aber es gibt halt auch immer wieder so richtige Arschlöcher dazwischen. Ne? Also könnte ja hier in dem Fall genau das Gleiche sein. Es ist die Frage, ist Mortimer einer von den Guten? Und unsere Mutter hat das alles falsch verstanden? Oder versucht er jetzt hier uns Honig ums Maul zu schmieren und uns zu manipulieren? Und ist eigentlich das Monster, für das unsere Mutter ihn hält? Ich werde auf jeden Fall erstmal mitspielen, weil das in dieser Situation das Einzige ist, was ich machen kann. Aber ich wüsste gerne, wie eure Meinung dazu ist, wie sich das Ganze eventuell noch entwickelt hier. Continue. Louis, it's time you opened your eyes. Come, you'll soon see. After you. Ich muss es einfach fragen. Did what happened to Elizabeth Adams have anything to do with you? Unfortunately, the poor girl became an issue between us, in spite of herself. A family of demons is still a family, and as in all families, there are disputes. Elizabeth's family, the Adams, has always been under the patriarchal control of my father. As he and myself are not really on very good terms, sending poor Elizabeth here was terribly rude of him, really. You did accept, though. No, I would say rather I was presented with a fait accompli by Gregory and went along with the intention of helping her. But this is my castle, and everyone is the master of their own home. Jetzt verstehe ich diese Aussage mit dem Vater. Er meinte damit nicht, also im christlichen Glauben sind Jesus und Gott ja eins. Jesus ist quasi Gott in menschlicher Form. Ne, das ist diese heilige Dreieinigkeit. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist, das ist alles das Gleiche quasi. Alles verschiedene Aspekte des Gleichen. Und ich habe eben gedacht, weil ich so natürlich durch meine Herkunft von dieser christlichen Idee so geprägt bin, ne, dass Gott Sohn auch Gott Vater ist. Und als er dann gesagt hat, ja, Jesus war mein Vater auf eine gewisse Art und Weise, so in der Richtung, habe ich gedacht, er meint damit Gott als seinen Vater und Erschaffer. Deswegen hatte ich ja dann gesagt, ich denke, du bist kein Engel. Ne? Was er aber eigentlich sagen wollte, ist, dass Jesus eine Hülle war, die von seinem Vater in Besitz ergriffen wurde damals, um die Leute zu manipulieren. Und dass dieser gleiche Dämon, ne, wir nennen diese Wesen jetzt einfach mal so, der damals in Jesus war, jetzt die Adams-Familie kontrolliert und deswegen Elizabeth hier hingeschickt hat. Das wollte er damit eigentlich sagen, richtig? Habe ich es jetzt kapiert? Das ist aber eine spannende, also eine mutige Aussage, muss ich mal sagen. Ist potenziell im Christentum nicht so geil angekommen, war das Spiel? The voice in Elizabeth's head. It was you. It was my father, to be precise. So, von Borchert, he was looking for the Al-Azif for you. Exactly. Al-Azif has always belonged to my family, Louis. And with good reason. My father wrote much of it.
Can you tell me what you've done with... What? You mean the Al-Azif? No, I already know that. Sarah came here with it and got rid of it. I was thinking of von Bortert. He isn't essential, but he is a trusted person. He's a prisoner at our headquarters in Paris. All right. If you could manipulate us mentally, what's the point of all the theatrics of the conference? You must suspect that we asked ourselves that very same question. For many centuries, we didn't organize any conferences, and most of the time, it ended in civil war between demons. Many of us were killed during this period. The idea of organizing conferences was the answer to everything. The interest being to erect some rules among ourselves. Our family first divided up all the principal countries of the world. Now, whenever one of us wanted to propose a major change between these countries, they summon the demon in question and initiate a conference. The demon that initiates the proposition doesn't have to give notification of the subject of the conference beforehand. Consequently, we participate along with our best assets. Once the humans are brought together, the conference begins, but we are forbidden to use our talents to influence the participants. The first meeting is held in order to expose the subject to all the participants, followed by several days of reflection, during which we are allowed to be persuasive but not to impose our will. A second meeting closes the conference with a final vote. So, for you it's a game, isn't it? I understand your remark. Offensichtlich. But after living several centuries, you stand back and enjoy what reflection and pleasure you can. But how do you agree on global policy? Locally, we often have competing interests, and sometimes we start wars between men which are linked to our disagreements. Most of the time, our father steps in and gives directives, which my family follow to the letter. Indeed, in my opinion, it is high time we moved on. What do you mean? I mean that a new era must begin. The old monarchic regimes are outdated, and it's time to evolve. Ich bin schon die ganze Zeit am Überlegen, ob es so eine gute Idee war von den Autoren dieser Geschichte, so in diese übernatürlichen Sachen abzudriften, oder ob es nicht vielleicht interessanter gewesen wäre, wenn es wirklich nur um Intrigen, Macht und Manipulationen gegangen wäre und nicht um Dämonen und Gedankenkontrolle. Weiß ich nicht. Hat eine Wendung genommen, die ich so ursprünglich nicht erwartet hatte. Kann auch ganz interessant werden, aber ich wage fast, gut, ich kenne das Ende der Geschichte noch nicht, aber ich wage fast zu behaupten, dass es wahrscheinlich interessanter gewesen wäre, bei den irdischen Aspekten der Geschichte zu bleiben im Großen und Ganzen. I hope I've answered all your questions, Louis. Come, I've something to show you. Was denkt ihr? There is one question that remains to be answered. Why me? Why tell me all of this? Oh, haven't you guessed yet? Überzeugung, Etikette, Logik. Was ist er denn da oben? Eine Immunität gegen die Wissenschaft. Was kostet so viel? Aber ist die richtige Antwort, oder? Na gut, komm. Ich mach's. I mean, it's obvious you want me on your side, but that doesn't explain why you're telling me all these truths. Louis, this conference is indeed of capital importance to me. And yes, I want you on my side. But that's not the main reason that compels me to confide in you. What is it then? Look, we are of the gods, Louis. Always have been. Ich muss noch mal ganz kurz gucken, was das ist, was ich hier jetzt gerade habe. Ein Konzentrationspunkt ist zurzeit nicht nutzbar. You, as much as me, you are one of us, Louis. You too are a demon. Are you serious? You know it. Deep down inside, you know I am telling you the truth. Where do you think that natural, charismatic presence comes from?
Your talent must already have manifested itself somehow. Have you ever had any visions? No. Stop it. It's absurd. Have you never found yourself suddenly inside someone else's body without knowing why? No. Whilst asleep, maybe? That's how it often happens the first time. Your spirit wanders unconsciously. My mother can't have lied to me about that. It's true. Your real mother would never have lied to you. What do you mean? Louis, I would rather you found this out from her own lips, but it's important that you know. Sarah is not your mother. What? I'm sorry you had to find out this way, Louis. But you must know the truth before you commit an irreparable act. No, no. Da hat sich vor Schreck einmal kurz aufgelöst, habt ihr das gesehen? Ich bin dein Vater. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet. Seit er dieses Gespräch begonnen hat, habe ich mir gedacht, dass es darauf hinausläuft. Dass es darauf hinausläuft. Hat das Spiel sich aufgehängt? Ich meine, es geht gerade offensichtlich nicht weiter, oder? Ich glaube, wir müssen da den Spielstand neu laden. Ich kam auch nicht ins Menü oder irgendwas, kann gar nichts machen. Also Spiel zu, Spiel neu starten. Na denn, mal gucken, wie viel von der, also ist gut möglich, dass wir diese ganzen Dialoge der letzten, was war das, 85 Minuten oder wie lange dieses Gespräch mit Lord Mortimer jetzt gefühlt ging, dass wir das alles nochmal machen müssen, einfach damit wir die gleichen Voraussetzungen haben. ...24 Minuten. Der Spielstand ist 24 Minuten alt. Come closer, please. It's time we had a little chat. I wanted you... Oh no, your hand! Damn it, no! So that's it. She is prepared to use you. What do you mean? It wasn't enough for her to lose her hand. She had to make you lose yours too. 24 Minuten, Leute. I cannot weil man keine Dialoge überspringen kann. It's time you found out the truth. I've been observing you since. Klar, ich könnte jetzt das gesamte Gespräch überspringen, aber ich habe Angst, dass das eine Auswirkung auf die Erfahrungspunkte hat. Was bedeutet, dass wir dieses ganze verfickte Gespräch nochmal machen müssen, um zu gucken, ob es diesmal funktioniert. Ernsthaft? The wrong road? Louis, Sarah has made her own choices. Das kann doch nicht wahr sein jetzt, oder? And I would like for you to have the same chance. You see, Sarah and I have known each other for a very long time, Louis. I am aware of her theory. Es gibt keine Möglichkeit, das zu überspringen. Gregory, keine. about the demon. Nix. And it's true. She's right. Look at me. I have inhabited this body since 1191. For the last 602 years, Doch I have been scheiße. this dear William Mortimer. Lucifer, the fallen archangel, left heaven accompanied by 133,300,000. Ich habe den Ton mal kurz ausgemacht, damit ich nicht gegen die Leute antreten muss jetzt. Aber wie scheiße ist denn das gerade? 24 Minuten. 24 Minuten, die wir jetzt nochmal machen müssen. Für Dialoge, die wir schon kennen. Und das nur, weil ich nicht weiß, ob uns das Erfahrungspunkte kostet, wenn ich es nicht mache. Oder ob uns später, also Louis an sich später irgendwelche wichtigen Informationen fühlen, die in diesem Gespräch offenbart werden, wenn wir die entsprechenden Fragen stellen. Das ist doch Mist. Und ich weiß nicht mal, ob es diesmal funktioniert. Kann durchaus sein, dass wir dann den gleichen Fehler wieder haben. Was machen wir dann? Ein dummes Gesicht, weil dann war es das so insgesamt mit dem Spiel hier, ne? Das wäre extrem schade.
Von daher erwarte ich, dass an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal eure Daumen gedrückt sind, damit wir über dieses Gespräch irgendwie hinwegkommen. Es nervt mich, dass man das nicht überspringen kann. Ich verstehe, warum es nicht geht, weil zum Beispiel sonst das Erdsternchen nicht funktioniert, ne? Aber gut, dann können wir aber jetzt ganz in Ruhe nochmal diskutieren, ob wir der Meinung sind, dass man dem Mortimer vertrauen kann oder nicht. Auch vor dem Hintergrund, dass er jetzt behauptet, Sarah ist nicht unsere wirkliche Mutter und uns eine Erklärung für unsere Visionen gibt, die darauf hinausläuft, dass wir auch ein Dämon sind. Und nicht nur irgendein Dämon, sondern tatsächlich Teil der Dämonenfamilie, zu der auch Mortimer und Home gehören und dass Mortimer tatsächlich unser Vater ist. Okay, ich mache euch das Spiel wieder an. Aber wir haben jetzt ganz viel Zeit, da könnt ihr eure Meinung zu der ganzen Situation kundtun. Die Geschichte mit den Dämonen an sich, die Wendungen, die hier gerade stattfinden, ob man Mortimer vertrauen kann oder nicht. Schreibt es in den Chat, lenkt mich irgendwie davon ab, dieses ganze Gespräch nochmal zu machen. Oh yes. Luxury and decadence, Louis. My family did indeed reign supreme, but from this period I retain only the works of my friend, Marcus Vitruvius Pollio. Das zieht mich gerade echt runter. Did you know ancient Egypt? Oh yes, yes. We were gods on earth in those days. What did men call you then? Amenhotep IV. The 10th pharaoh of the 18th dynasty? Ooh, I see you're a connoisseur, Louis. Impressive. Did you know ancient Greece? In many ways, yes. One day Pericles, the next. Das war ja irgendwie interessant beim ersten Mal, aber wenn ich überlege, dass ich es noch ein zweites Mal komplett anhören muss, dann verliert es seine Faszination. Pericles. He's the one who brought Athens to its golden age, isn't he? In a way, yes. He established democracy and then died during an epidemic. It wasn't so long after his 2 sons passed away. Ein drittes Mal höre ich es mir aber nicht an, Excuse me, Louis, weil es jetzt wieder nicht gehen sollte. Versuchen wir das einfach mal komplett zu überspringen. Ich habe genug gehört und so. Keine Ahnung. You weren't him, were you? Oh, no, not at all. He was my father, though. Strange as it seems. I beg your pardon? Am I dreaming? Ugh, please tell me I'm dreaming. We should have the chance to talk about all that again later, but yes, he was my father. All the mythology surrounding Jesus of Nazareth really stems from my father's prideful need to show himself among men. And you truly have the power to manipulate the thoughts of men. That's right. Every demon has the capacity to infiltrate the minds of men and to read and steer their thoughts. And what do you do with this power? We help them, of course. And how is it you help men exactly? Let's just say that without us, man would probably never have left his cave. Fire, the wheel, tools, writing. We are the spark that inspires man to search, to grow, to evolve. Can you tell me more about your capacities, your supernatural powers? Supernatural? From my point of view, they are perfectly natural. Well, Louis, just because the monkey does not fly doesn't mean that we should consider the bird a supernatural creature. We are all part of a grand design. We are simply made like this. By developing our art, we are able to read thoughts as well as write in the minds of men. It is possible for us to make them bow to our desire, but it doesn't work without leaving some scars. How would you qualify your species scientifically? Good question. What is your area of expertise? I would say biology. So,
I would class demons along with parasites. The comparison's not very flattering. You live inside a host and you feed on that host. Do you not? A large number of parasites are essential to the survival of their bearer, you know. We do indeed choose a host, we enter inside them, and we evolve with them. But if you prefer a more Ich habe so Angst, dass der gleiche Fehler wieder auftritt, ne? Poetical one, consider us as an idea. We are an idea that penetrates the human spirit. But in fact, in no way are we a danger for our hosts. Quite the contrary, we strengthen them. What has my mother got to do with all this? She embarked on a crusade many years ago to kill all the demons. That must have upset you. I imagine you retaliated. No, I'm afraid she never forgave me. Forgave what? We met when she was still just a young woman. I appeared to her in a different form because I didn't want to reveal the identity of Lord Mortimer at that time. She was looking for someone interested in the occult to decipher an ancient book. We spent many years together until I revealed my true nature to her. Wasn't it? Did she speak about it? Not so long ago, yes. Indeed, it was already Al-Azif. She wanted to unlock the secrets. What are the demons' projects for humanity? Our aim has long since been to protect humanity from itself. On the other hand, although we give them the impulse to succeed, we don't all agree as to the path they take to achieve it. Why should I trust you? I'm not asking you to, Louis. If you are still in doubt about the demons, I can assure you that won't last long. But why me? Why do I tell you about the greatest secret ever revealed to man? That's right. I'm coming to that. Don't worry. Continue. Jetzt geht's gleich um... Nee, ne? Alter, dieses Gespräch fuckt mich gerade richtig ab. Ich mach Pinkelpause. So. Auf ein drittes. Jetzt ist mir der Dialog scheißegal, wisst ihr? Jetzt geht er mir am Arsch vorbei. Scheiß auf die Fragen. Ich will überhaupt gar keine Informationen über die scheiß Dämonen wissen. Gar nichts, ja? Oh, hallo Lord Mortimer. Ja, Dämonen sind echt. Okay, lassen Sie uns gehen. Ja? Nochmal, ich mach das Gespräch nicht nochmal.
kann doch alles nicht wahr sein, oder? Also das zieht mich gerade so gewaltig runter. Come closer, please. Bitte kommen Sie näher. It's time we had a little chat. I wanted you... Oh no, your hand. Damn it, no. So that's it. She's prepared Ich bin to sowas use von you. angefressen What do gerade, you das könnt ihr euch nicht mean? vorstellen. Wasn't enough for her to lose her hand. She had to make you lose yours too. I cannot permit this to continue. Louis, it's time you found out the truth. I've been observing you since you arrived. I see you running all over the grounds. Wenn es wenigstens eine Option gäbe, die Gespräche irgendwie, also die Dialoge zu überspringen. Aber die gibt's ja nicht. Ich muss mir den ganzen Scheiß ja jedes Mal anhören. The wrong road? Louis, Sarah has made her Jedes own Mal. choices of her own free will, and I would like for Und you ihr auch. to have the same chance. You see, Sarah and I have known each other for a very long time, Louis. I am aware of her theory. Das ist echt about deprimierend. Me, about Gregory. Also so about richtig gerade. the demons. And it's true. She's right. Look at me. Es kostet uns garantiert ganz viele Erfahrungspunkte, dieses Gespräch zu überspringen. Aber ich mache lieber 2 Minuten nochmal als 24. Continue. Louis, it's time you opened your eyes. Come, you'll soon see. After you. I hope I've answered all your questions, Louis. Ja, zweimal. Come, I've something to show you. There is one question that remains to be answered. Drückt mal die Daumen, dass es überhaupt weitergeht. Why tell me all of this? Oh, haven't you guessed yet? I really have no idea. Come on, Louis, make an effort. What do you think could be the reason? Look, we are of the gods, Louis. Always have been. You, as much as me, you are one of us, Louis. You too are a demon. Are you serious? You know it. Deep down inside, you know I am telling you the truth. Where do you think that natural, charismatic presence Erforsche deinen Geist, du Talent weißt, dass must es wahr already ist. have manifested itself somehow. Have you ever had any visions? No. Stop it. It's Have absurd. you never found yourself suddenly inside someone else's body without knowing why? No. Whilst asleep, maybe? That's how it often happens the first Von time. Anfang an das Gefühl gehabt, dass dieses Kapitel technisch extrem instabil ist im Vergleich zu den ersten dreien, It's oder? true. Your Schon allein real diesen mother would Übergang never von der lie Krypta you. What do you mean? zur eigentlichen Louis. Gruft. I would rather you found this out from her own lips, but it's important that you know. Sarah is not your mother. What? I'm sorry you had to find out this way, Louis. But you must know the truth before you commit an irreparable act. No, no, it's not possible. You are my son. Wenigstens geht's jetzt weiter. Louis hat jetzt zwar diese ganzen Informationen nicht erhalten, aber ich habe ja keine Wahl. Ich mache den ganzen Scheiß nicht nochmal. Aber da hatten wir jetzt wenigstens einen Checkpoint. Zwar schade drum, aber... Weil das kostet uns bestimmt die ganzen Erfahrungspunkte. To tell you the truth, I don't get much time to ask myself those questions. Quite right. Best not to react to all this too suddenly. Take some time to think about it all. For now, I think you ought to find Sarah, my son. You ought to talk things over with her. So she's been lying to me all along? Let her justify herself. What's done is done. Sarah must explain herself. You must clear the air. We'll have all the time we need to talk afterwards. But all in good time. Before you join her, I'd like to give you something. As a demon, I would like to introduce you to your first talent. What do you mean? Open your mind, my son. Relax. You hold immense power. It's already there inside you. Empty your mind of all thoughts. Just let me show you the way. I should relax. Open your mind. Hear my voice. Das ist so eine gute Feel Idee. the vibrations and listen to what has been happening to you deep inside, but which you have been concealing. Trust yourself. It's all already in there. I can hear something. Now breathe. It's a sound, very faint. That's right. Concentrate on it.
My voice is growing fainter, but I am here. Whispers, words, mixed voices. Focus on one of them. Don't be afraid. I sense a stream. Some words are clear, but not all of them. Let them enter into your mind. I hear them. Now I can hear a clear voice. Well done, Louis. Congratulations. What was it? You are now able to read people's minds. What? What? You heard me. From now on, whenever a human speaks to you, you will be able to read their current thoughts. So, if you need to know something in particular from someone, all you have to do is make them think about it. But it'd be a violation of their most intimate thoughts, wouldn't it? To begin with, there's nothing obliging you to do it. You already had the ability without even knowing it. I just gave you the option of putting it into practice if you want. Moreover, it would be wrong to evoke morality here. Every species is different, Louis, and this is the way we are made. That's all there is to it. You are free to use this talent or not. And what's more, it will be up to you to decide what to do with the thoughts you Machen wir read. uns nichts vor, natürlich That lesen wir is die where Gedanken the der Leute. values of right and wrong do come into play. Oder nicht. There are also a few rules you need to know that govern this talent when used between ourselves. You can read the thoughts of demons as well as of humans. But be careful. A demon more experienced than yourself will know that you are spying and will often react quite violently. It's considered bad form to play around the psyche of another demon. It's a question of courtesy. But let's be clear. What is most considered bad form is getting caught. So I would advise against trying to read the thoughts of Gregory, for example. Home? Yes, the old grump is touchy, and rather a stickler about the conventions. On that note, go and see Sarah, Louis. Otherwise, she might leave without you. We'll continue this discussion later, if you want. Just join me in my study when you've finished. Gedanken lesen. Du kannst nun die vordergründigen Gedanken deines Gesprächspartners wahrnehmen. Jedes Mal, wenn du Gedanken liest, kostet dies einen Essenzpunkt. Du erhältst einen Punkt, wenn du es mit einer Immunität zu tun hast, 2 Punkte durch die Ausnutzung einer Schwäche und 3 Punkte durch den Verzehr von Erdsternchen. Ach. Könnten versuchen, seine Gedanken zu lesen. You're right. I need to go now. See you later, Lord Mortimer. One more thing. If you want to know the truth about your birth, ask her about Paris, 1763, at 12 Rue des Martyrs. That's where she disemboweled your mother to steal you from me. Well, that escalated quickly. Dämonenfertigkeiten. Da kommt also noch mehr dazu, ja? Okay. Gedanken lesen. Du nimmst die vordergründigen Gedanken deines Gesprächspartners wahr. Dämonen sind jedoch alles andere als begeistert, wenn du dies bei ihnen versuchst. Ich habe die Fähigkeit Frischfleisch bekommen, die suche ich gerade da. Du weißt, wie man die oberflächlichen Gedanken anderer Personen liest. Dir wurde etwas über deine Herkunft offenbart. Na gut, dann treffen wir uns jetzt mit unserer Mutter.
Gelee Royal draußen im Garten. Für die Liste. Oder sagen wir im Vorgarten. Vorgarten ist vielleicht eine bessere Beschreibung. Wir haben so viele Erdsternchen. Wir können ganz viele Gedanken lesen. So, Al-Asif ist an der Anlegestelle. What is at stake here far outweighs our personal interests. I should... Personal interests? I'm talking about my sister's life. She was my other half. Calm down, Emily. Calm down. Louis, don't come near me. I warned you what would happen if I found her. Psychologie ist ihre Schwäche. Emily, put the weapon down. She has to pay for all the harm she's done to me. Well, to be fair, we've all made mistakes. And look at her, Emily. She's paid for hers. I'm all alone now. Duchess, I am sorry for what happened. I didn't have any choice. Ah, you! Shut your mouth! You had the choice, all right. You use people according to your own desires. Aber hat sie ihre Schwester nicht selber erschossen? Excuse me, Duchess, but we're in the same line of business. Shut it! And as for Emma, she knew only too well. No, Emily. Look at me. Emily? What did you say? No, I'm not like her and never will be. Dann also hier. You're not like her. Neither you nor Emma are like Sarah. Ever since you got here, you've always tried to help me. I trust you, Emily. And Emma would never have betrayed me either. No, she wasn't like that. She was loyal. But why did Sarah betray Emma? Why? Your sister was supposed to hide something, and no one was supposed to have been able to find it. And she would never have talked, even under torture. So why get rid of her? Unfortunately, Emily, the creatures who live here employ methods that no one can resist. I was going to get her out of there for God's sake. So what are you talking about? Don't tell me Emma died because of that book. I have to know. Anything but that damn book. Nehmen wir das, oder? Mortimer and Holm can read our very thoughts. What? Emma would have never been able to resist them. What are you talking about? Mortimer has the power to read thoughts. That's impossible. And yet, he has found a way. It wouldn't even have been difficult for him to get into her mind. Look what they did to that poor girl Elizabeth. Look at Peru. He was pushed right to the edge, year after year. I can't believe it. I promise you, it's the truth. Louis, Do you realize what you are asking me to believe? I know, but it's the truth, Emily. How do you expect me to accept Das this? lief doch ganz gut. We are in the Golden Order precisely to fight against such beliefs. Do you remember those deeds we found behind the chimney? They weren't fake. There's a reason why they're all signed by his same hand. Demons. In his study, he keeps the Mortimer family tree. They produced only boys, just one per generation since the Third Crusade, and they are all called William. He justifies his own existence, Emily. Look, I'm going to believe you, but if you're taking me for a ride... Unfortunately for us, it'd be impossible to even make up a story like that. All right, I believe you. Thank him. You owe him your life. I have always been very lucky to
Have him as my son. I really thought my next breath would be my last. Well, anything's possible. This is no time to be joking. Just help me climb aboard this boat, and let's get off of this cursed island. No. I'm not going anywhere, and neither are you, until you've told me everything. For crying out loud, what are you talking about? Wir konfrontieren sie direkt, oder? Paris, 1763, number 12 on Rue des Martyrs. No. I beg you, please trust me. He's manipulating you. We must leave. Paris. Can't you see he wants you? And he'll do anything to turn you against me. Number 12 on Rue des Martyrs. He had to pay for what he did to me. I panicked. There she was with the baby due. I thought it was the right time to touch it, but touch it? By disemboweling her and stealing me from her? The girl was already condemned to die. He never leaves any witnesses behind. She meant nothing to him. And I absolutely had to find a way of stopping him. Das müssen wir jetzt wissen. I couldn't let him reproduce. I had to stop him propagating himself. Ihre Gedanken verraten sie. Das spricht jetzt nicht unbedingt für sie. You snatched a newborn baby from its mother's womb with the sole goal of seeking revenge. From the second I took you in, I couldn't bear to be apart from you. I looked after you, fed you, raised you, like a mother. Manipulation, da ist sie gegen immun, oder? War das nicht so? Nee, Okkultismus ist sie immun. I know. You always took care of me. I devoted my whole life to teaching you to distinguish between right and wrong. Ihr äußert ja nichts. Ihr äußert euch ja nicht zu dieser Sarah Mortimer Geschichte. Ich muss mich ja irgendwie entscheiden. I wanted to. I very nearly told you everything at least a dozen times. You didn't though, did you? Why? I don't know, Louis. It was easier not to face up to it. Not to stir it all up. Don't judge me, Louis. You were afraid of my reaction. I wanted to tell you everything once you were old enough to understand. Forgive me. Louis, yes. I made mistakes in the past, but now I'm ready to... Do you consider me a mistake? No, not Das hat you. sie nicht gesagt. You are what I am most proud of in my whole life. You are good. You fight to do right. You are not like him. Still, he is my father. Why did you steal me? You don't want to know, believe me. For once in your life, be honest. Why all this mess? Why do you have it in for him so much? Why? Because I'm his daughter. I know what he's doing. I see he has his eye on you. He's hovering around you, tempting you. He did it to me before you. And if you don't live up to his expectations, he will cast you away. Is that what happened to you? I wasn't good enough for him. So he rejected me. What do you mean? He tried to initiate me, but it would seem I am unable to develop his talent. I can't withdraw my mind from my body. I get it. The reason why you abducted me is because he didn't love you, isn't it? He doesn't love anyone, Louis. Don't be taken in. Okay, die ganze Situation entgleitet uns gerade so ein kleines bisschen. Unsere Mutter ist unsere Schwester. Und ebenfalls ein Dämon, nur halt ein echt beschissener. Ist nicht unbedingt das, was ich hier erwartet hatte. I'm a little mixed up, but I do understand your choice. You were wrong not to speak to me about it before. But I understand that you didn't want to leave me with him. Oh, thank you, Louis. I promise never to lie to you again, my son. Come, let's go home. I can't. What do you mean? Why not? I've got to know. Trust me. We'll meet in Paris. He wants you, Louis. He will never let you go. Don't worry. Here. This is yours.
Sollten wir ihr nicht vielleicht von einem Allersiv noch erzählen? Don't forget, Louis. You've got the lance. You can beat him. If you hit him with it, he won't be able to escape from his mortal envelope, and he will die with it. Gut zu wissen. So, holen wir jetzt das Buch. Ich habe nicht Sarah de Richets Lüge aufgedeckt. Ich hätte eine Diskussion mit Manuel Godoy haben können. Das sind alles Sachen für... Ich bin einfach nur froh, dass dieser Abschnitt vorbei ist. Und dass wir dieses gottverdammte Gespräch mit Lord Mortimer nicht nochmal machen mussten. Na, bitter. Bitter, aber mit dem nächsten Abschnitt haben wir genug Erfahrungspunkte zusammen, dass wir alle unsere Talente abgegradet haben. Frisches Blut. Große Frage ist natürlich, ist das jetzt das Ende des Kapitels? Oder kommt noch ein Abschnitt? Ne, es waren erst 2, es sind meistens 3 gewesen, ne? 3 bis 4. Oh, das ist natürlich mächtig hier, ne? Wenn du ein Konsummittel einsammelst, erhältst du eines zusätzlich. Ah, das sind alles Sachen, die wir nicht wirklich erfüllen werden, weil ich nichts auf Stufe 3 hochbringe, weil ich alles nur auf Stufe 2 steigere. Da müsste man sich ja so ein bisschen mehr drauf fokussieren, ne? Ein Punkt in Manipulation. Wenn wir noch einmal manipulieren, erhalten wir einen zusätzlichen Manipulationspunkt. Und diese ganzen Schwächen und das alles aufdecken. Das sind Sachen, die wir beim nächsten, also beim zweiten Durchlauf. So, zu lesen haben wir gar nichts Neues gefunden. Also machen wir einfach weiter. Rational and open. I spent my whole life swimming in lies. Emily, what a waste. I feel like I know nothing. That I have to learn everything all over again. I'm a demon. I age more slowly. I can mentally manipulate people. I don't even know if it's a good thing or a curse. Ich muss mich entscheiden. Länger zu leben und, wenn man möchte, Menschen manipulieren zu können, aber nicht dazu gezwungen zu sein. Klingt auf den ersten Blick nicht unbedingt wie ein Fluch. Ich meine, ja, da ist diese Geschichte, die anderen altern schneller und... Aber potenziell haben wir mehr davon, als dass es uns wirklich schadet, oder? Ach, egal. No, this is an advantage. I could get used to this pretty quickly, I think. Damn it, what a mess. Come on, man up, Louis. I'm still the same old me. Demon or not, I'm still in charge of my actions. Nein, and his father, I know nothing about. Charge of your actions. Yes, I've still got a lot to learn. It's enough to drive you crazy. Everything I believed in, nothing holds true anymore. Pull yourself together, man. I need to find some answers. There's no way of being alone for a minute. Öffne die Tür. Ja, erstmal gucken. Was ist das hier? Inferno by Dante. Ach so. Abandon hope, all ye who enter here. Lovely lectures Mortimer's giving to his guests. Very jolly. Kann ich einfach fliehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich komme bei dem Priester, komme ich bestimmt nicht rein gerade, oder?
Okay. Das ist eine Konfrontation, der wir uns also stellen müssen. Wenn es denn eine Konfrontation ist, wahrscheinlich ist es nur ein Gespräch. Sir Gregory? Good day, Louis. I think it would be good to talk. Muss das sein? How are you feeling? I don't know. I understand. I heard that William spoke to you at last about our nature and our family. It's a good thing, but you must be a bit shaken up. That's the least you can say. I bid you welcome among us, Louis. Knowing William, he probably didn't go into any detail about our family, so if you have any questions, don't hesitate to ask. Is there a head of the family? You'll see. You'll meet them all, of course, when you are ready. They created us and set out the rules, especially our father. As for our mother, she retired from the political stage. We don't see her much anymore. I think that all these questions simply bore her. How many of us are there in the family? We are 8 brothers and sisters. What do you mean by brothers and sisters if we can change bodies? You reason with logic. Berechtigte Frage. We have retained the human habit. When we first come into this world, we retain a certain attachment to our first envelope. If we are born as a man, we are brothers. If we are born as a woman, we are sisters. But I must admit, it has absolutely no real importance. They're just bodies. Well, tell me then, are there any other families like ours? There are officially 7, but we're the oldest and therefore the most powerful. Okay. How long has our family been in existence? We have been here since the very beginning. What do you mean, exactly? Are you trying to get information from me? No, not at all. I was just wondering why that particular question seemed to disturb you. Let us not insist, then. You yourself weren't very convinced by the question, it seems. Was war das für eine Eigenschaft, die wir hier gekriegt haben? Gewandtheit und Heimlichkeit kosten 2 Konzentrationspunkte mehr. Ah, jetzt, ja. Oder war es ein Talent? Decke alle Immunitäten und Schwächen von Gregory Home auf. 1 Punkt in Logik. Ah, okay. Wo ist er denn da? Immunität überzeugt. Er hat nur eine Immunität und keine Schwächen? Okay. Wirkt fast wie so ein Endgegner, oder? Aber Mortimer hat auch keine Schwächen bisher. What's Lord Mortimer's problem? I think he allows himself to be devoured by a need for recognition. Has he always been like that? More or less, but thinking about it, I believe that the birth of our latest sibling greatly accentuated his discomfort. Do you think he's jealous? I didn't realize you were so good at behavioral analysis. Indeed, William certainly is prone to jealousy. Finding one's place, notably in the eyes of our father, is not easy, and we each do what we can to succeed. But I can't justify this perpetual rebellion against our rules. I see. There is still much to learn. Yes, it's true. You've got some catching up to do, my boy. One thing you must understand, regarding any disagreements that might arise between William and myself, is his position with regard to mankind. What do you mean? Well, for centuries we've been trying to help, and therefore preserve humanity. Monarchies are simple and practical.
They enable us to inspire humanity efficiently, and I can't understand why William wants to replace them with democracy. Das liegt doch schon im Wort, ja? Demokratie natürlich. Entschuldigung, der hat sich angeboten. But if your intention is not to dominate the human race, why not let them be master of their own destinies? I perfectly understand this type of reaction from you, less from William. The main thing you're lacking is time. Man is transient, and one of his particularities is that he does not learn from the errors of his peers. He uses up an incredible amount of energy building and destroying whatever he himself has put into place. If we weren't here to help them, guide them, I sincerely believe that humanity would have become extinct by now. On the other hand, we are eternal. When we plan ahead, we do it for the long term. Yes, I understand, but that's more like tyranny, isn't it? Well, it's all a question of your point of view. From man's point of view, I can understand how he would have that impression, if ever he found out. But don't forget your true nature. From the demon's point of view, in other words, ours, letting man do as he thinks fit would equate to letting him race to his own demise. But what about man's freedom to choose? That is man's worst enemy, Louis. Imagine a creature that dies without reaching the age of adulthood. It remains a child. We have to help him, otherwise he will put himself in danger. It has taken centuries for our family to establish relative peace between demons. Thanks to this policy, we have been able to decide everything by confining the other families to subordinate roles. And now William is obsessed with disrupting everything. Peace between demons? What do you mean? I'm not talking about conflicts within our family. If that was all there was, everything would be fine. But several other families, younger but nonetheless powerful, are trying to upset the balance. At present, we dominate most of the major countries around the globe. But some families are pushing, via less influential countries, to gain ground. Do you understand? As best I can, yes. When the time comes, you must take up a position on the political chessboard. I only hope your father doesn't take you down with him. Are you offering me an alliance? Louis, I do not believe that just because your father is mistaken, all is lost for you. You owe William nothing, so there's nothing obliging you to support him. I want you to make an informed choice. Now go and see your father, see what he has to say, and then think it over very carefully. That's exactly what I intended to do. Thank you, Uncle. Don't mention it. If I've been able to help you in any way, go now. Und jetzt geh, zack, zack, husch, husch. Gehe zu Mortimer in seinem Arbeitszimmer. Ich würde jetzt ganz gerne mal versuchen, also ja, zum einen nochmal zu gucken, ob wir mit den anderen Leuten hier vielleicht reden können nochmal. Ne, Piaggi zum Beispiel. Aber, darüber hinaus würde ich primär tatsächlich ganz gerne gucken, ob wir nochmal zur Anleihestelle runter können, damit wir Alasif noch holen können. Emily? Emily? Can I come in? No, it's not a good time. Not right now. Leave me alone. I can tell from your voice that there's something wrong. Let me in. We have to talk, Emily. I said no, goddamn you. Gut. Dann lassen wir sie in Ruhe. Oder soll ich da auf Teufel komm raus rein?
Wenn ihr das unbedingt so wollt, mache ich das. So von meinem Gefühl her würde ich sie jetzt in Ruhe lassen. Dear Monsieur Peru. All right. I've retrieved everything. Hatten wir nicht auch noch einen Karmelitengeist irgendwo? Dear Oder hat er den Monsieur- eben schon mit Alright. eingesammelt? I've retrieved everything. Oder war der hier woanders? Dear friend, please comment. Okay. Gehen wir mal weiter. Aber ich muss sagen, ich bin schon gespannt auf den zweiten Durchlauf nächstes Jahr. Pardon me, Monsieur, but I have work to do. Und was da eventuell dann alles so anders läuft, wenn wir uns nach dem Ideal richten. Oder zumindest nach einem Ideal. Louis, busy as always, I see. How lucky you are. I must admit I'm trying to kill the boredom myself. I get the impression we're all in the same boat. And here I was thinking you might have some juicy gossip. Ein letzter Gast wird erwartet. Wer? Well, Mr. Godoy heard that we are expecting a last-minute guest. Pardon? Yes, a certain Al-Azif. Strange. Doesn't ring a bell. Well, I might as well not hang out here any longer, if he has nothing to say. Me neither. He must have misunderstood. The conference has started. Godoy is a little too used to court intrigue, if you ask me. I agree with you. Well, nevertheless, I hope I have distracted you a little. Yes, thank you, Louis. I don't need much. And don't hesitate if you ever do have any news. I won't, Mr. President. Okay, das war gar nicht so dumm. Es wäre natürlich cool gewesen, wenn ich das irgendwie im Vorfeld hätte erschließen können, worauf Louis da hinaus wollte mit der Aussage, aber naja. Why is his study in such a mess? Looks like Volner's planning something. Wollner plant etwas. What a mess. Looks like Volner was interrupted. Das hatten wir ja schon, ne? A lot like straw. And he's drawn something in a hurry on this sheet. Okay, aber das wäre nochmal eine Möglichkeit, an diese Information zu kommen. Was bedeutet, dass wir vielleicht tatsächlich die Möglichkeit haben, jetzt zur Anlegestelle runterzugehen. A chemistry set. That's not surprising coming from von Volner. Ich möchte anmerken, dass ich einfach nur vorwärts drücke gerade. Okay, hier scheint nichts weiter... Alter Louis! Hier scheint nichts weiter zu sein. Von Wollner ist auch nicht da. Dann schauen wir mal weiter. Mal gucken, wen wir sonst noch so finden können. Weit lohnt sich eigentlich gar nicht, hier noch weiter zu gehen, ne? Weil ich habe hier unten, habe ich ja schon überall geguckt. Also gehen wir mal runter. Wenn das Spiel es zulässt, natürlich.
Ich würde zu gerne versuchen, jetzt tatsächlich dann mal zur Anlegestelle zu gehen. Aber wir gehen den langen Weg. Wartet mal. Ich gucke kurz hier in das Zimmer. Ob jemand hier ist. Dann gehen wir den langen Weg mit einem kurzen Abstecher in den Garten. Um zu gucken, ob jemand hier draußen ist. Nö. Ich meine, die anderen Leute müssen ja alle irgendwo sein, ne? Theoretisch zumindest. Aber wie viel Geschichte man tatsächlich mit so einer kleinen Handvoll an Leuten und so einem doch relativ, also was die Örtlichkeiten angeht, doch relativ eingeschränkten Setting erzählen kann. Also wir sind ja jetzt hier schon etliche Stunden dabei und wir bewegen uns eigentlich immer wieder durch die gleichen 5 Räume, sag ich mal. Und trotzdem bleibt es interessant genug. What can I do for you, sir? I am at your service, day and night, sir. So, der Moment der Wahrheit. Ich kann raus. Leute, ich kann raus. Wir können Al-Asif suchen jetzt. Endlich. Irgendwo hier unten bei der Anlegestelle. Looks like the barrel's been broken for quite some time. I think this chest might belong to Duchess Hillsborough. Aber warum ist der noch hier? A sack of seeds. It's unopened. No one seems to have used any. Nur zu Boot, war das eine Insel? Ne, geht nicht. Kann ich die Briefe jetzt auch nochmal durchsuchen? Nee, schade. Okay, dann ist es hinten beim Lager, oder? Ich meine, irgendwo muss es ja sein. Wir hätten noch die Information nicht gekriegt, wenn wir da nicht irgendwie drauf zugreifen könnten. Fragment of amber. Ja, immerhin.
Looks like the barrel's been broken for quite some time. Oh, ups. A sack of seeds. It's unopened. Hat er gerade No one gesagt, seems to have used any. bin ich zu spät gekommen? Da der französische Text eben gerade? Gab es einen anderen Zeitpunkt, wo ich das hätte machen können? A sack of seeds. It's a... This chest might belong to Duchess Hillsborough. Looks like the barrel's been broken for quite some time. Ach, ich weiß es nicht. Ansonsten würde ich die Sache jetzt an der Stelle auf sich beruhen lassen und mit der eigentlichen Geschichte weitermachen. Und würde das auch auf den zweiten Durchlauf schieben, weil also dieser französische Untertiteltext, der da gerade eingeblendet wurde, da stand irgendwas von wegen, dass wir zu spät gekommen sind. Dass von Wollner Ilasiv hier irgendwo deponiert hat und... Some rope. Apparently no one's touched it for a good long time. A lantern. Nothing special. Von Wollner, ich habe schon überlegt, von Wollner ist ja gar nicht der Letzte, der das Buch hatte, ne? Die Letzte, die das Buch hatte, war Emma. Die hat es ja irgendwo versteckt. Looks like the barrel's been broken for quite some time. Und hat ja niemandem mitteilen können, wo sie es versteckt hat. Also eigentlich... Ich weiß es, ich will jetzt ja auch nicht stundenlang. Ich schiebe es auf die Zeit, die wir da verloren haben, dass wir dieses dämliche Gespräch dreimal machen mussten. Dann haben wir es halt nicht geholt. Keine Ahnung. Eine weitere Sache, auf die wir uns fürs nächste Mal freuen können. Für die zweite Runde dann. Ich habe auch keine Ahnung, ob das ein Fehler war, dass dieser eine Text angezeigt wurde oder ob mir das quasi sagen sollte, ja, er ist mal früher gekommen. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler war, dass der angezeigt wurde, weil da stand auf jeden Fall, wir kommen zu spät oder wir sind zu spät gekommen. Auf Französisch, warum auch immer. Naja. Soll mir auch egal sein jetzt. Louis, I was sure you would stay. I'm proud of you. You have made the right choice. It took great maturity to forgive your sister as you did. She brought me up. I realized I owed her a lot. We all make mistakes, as Sarah well knows. Why didn't you tell me the truth about her? I thought that might be too many truths to absorb at one time. I intended to tell you afterwards. You were in a hurry, so I made a decision.
You've been able to understand and choose for yourself. How do you feel? Hard to say. Quite curious to find out more. My whole way of thinking has been blown apart in just a couple hours. What could be more normal? It may have been a bit brutal, but you've just grown up in a very short space of time. From now on, you can influence your own future. I will guide you. We've all the time we need. You're not the first to make me that offer. What do you mean by that? Your brother, Sir Gregory. Gregory. Why am I not even surprised? What did he say? I think he's worried about you. Worried? Marvelous. That's just like him. You know, in a family like ours, we all have a role to play, and his is to worry about everyone else. Let me reassure you, there's no reason for him to worry about me. And what's your role in this family? Mine? Oh, I think they probably feel I'm the eternal naysayer, I suppose. I think one mustn't be afraid of change, and that it is healthy to challenge oneself at regular intervals. I don't impose anything on anyone. I'm just following my own path. But where does it lead? I suppose I should explain. For centuries now, demons have emerged in and around great leaders all over the world. But like true tyrants, they have governed with an iron fist in a studded glove. That's the impression I get. But you see, people's discontent is increasing, and they are too high up to hear it. They take themselves for gods. Sooner or later, the people will turn against us, just as they have in the past. Each time it's happened, many of us have died. We must master the humans, yes, but gently. And the best way of doing that is by allowing them a free choice, Louis. You really are trying to liberate men. Of course not entirely, no. It is easier to keep control over people who slumber than people who are oppressed. A man with nothing to lose is a dangerous man. Whereas if you give him a roof, food, and entertainment, he will do whatever you want. Gute Nacht. The best way of getting them to achieve something is to make them think it was their idea. For that, they have to feel as if they are free. Hang on. What do you mean? Look at the United States. From the start, I introduced an idea that will change everything. The idea that everything is possible. Everyone can become someone. Is there anything more beautiful? You mean it's not true? Man can move mountains when he believes it is in his own interest. And what nobler cause is there than his own freedom? Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Ich weiß nicht, ich traue dem Kerl nicht. Der tut so, als wäre er hier der gute Samariter. Aber ich krieg ganz, ganz negative Vibes von dem, ich weiß auch nicht. But that's completely immoral. Immoral? Louis, you surprise me. Morality has nothing to do with it. Morality is a concept that we invented ourselves to domesticate man. Don't react like them. Can't you see? It's all within your grasp. It's not very noble if you ask me, but maybe you invented that concept too. What will happen if I refuse to subjugate men? It will come naturally to you, my son. But not with the aim of subjugation, but rather to create the best balance possible. You'll see. It comes to us all after a few centuries. I'm just trying to help you save some time. They are perishable, Louis. They come and they go. They are mere butterflies that take themselves for gods. If we give men the feeling that they are free, I am convinced that they will exceed their limits. And it is only from that condition that humanity shall rise up. But do you want to dominate or raise humanity higher? I want it to advance. I want it to progress. Man is our vessel. If he progresses, then so do we. Wouldn't you like to know what we really are? Who do you mean? Demons? Yes, us.
our species. I've been searching for centuries, trying to find a way to explain the reason of our existence, but humanity has not yet evolved enough to make any progress on the subject. I am convinced that the sciences will bring that knowledge someday. So, that's your objective, is it? To understand who we are? I understand your goal, but the change you propose is not really a significant one. It is merely more smoke and mirrors. You must understand that we directly depend on men. Consequently, we have to do our utmost to help them progress and to prevent them from killing each other. And you think that's been a success? Humanity? It's almost always at war. And it's been this way forever. Look, I'm not saying that the task is easy. We've all had failures. And at times, we have even suffered from conflicts on our own side. I'm doing my best to improve the situation. Our family clings to its privileges and to the past, and that's how they are putting us in danger. The time has come for change. Now that you know your true nature, there are still a few things I need to teach you. What do you mean exactly? A new skill, and not the least, Louis. It's about taking control of a person. How do you do it? It's an animal resonance. How it works is still a bit unclear even to us. Like a wave or a sound? That seems the most likely, yes. In my opinion, demons are capable of tuning their psychic frequency to that of others. That is why, for example, I tend to surround myself with deaf and dumb servants. The servants dressed in black. I infiltrated them. I opened a channel between them and me, and then I deprived them of speech and hearing. This way, no other demon can turn them against me. Aber das ist, wow. Und der Kerl behauptet immer noch von sich, dass er der Gute ist, ja? I don't see how I could do that. I shall help you the first time. Okay, let's not waste any more time. I deduce that you're impatient to master what's in store for you. That is good. Bisschen schnell alles, I oder? thought I'd mix business with pleasure for this first time. What do you mean by that? The conference will come to a close shortly, as you know. Not that I'm fed up with archaic diplomacy, but it's time to ensure the success of this project. To make this happen, I would like Piaget to inform the Pope he has changed sides. Moment, meinst du damit? You're going to use your powers to alter the votes? The real game is about to begin, Louis. Aber das ist gegen die Regeln. Now, the guests have been sizing each other up. From now on, it's time for Gregory and myself to play, as well as you yourself. Now, here is my plan. I would like you to join His Eminence in his room. Just play along. We'll see when the time comes. Very well. And then? You're going to have to trust me. What we're going to do is painless for the human you are going to invade. Invade? Yes. You're going to enter his mind and take control. You're going to influence his actions and his psyche. Wir spielen quasi Yomiel. Make him speak, then concentrate. You must focus on him in order to feel his thoughts. Then, while speaking, you must link with him. Once you're done, you will naturally find your way to the source and enter into his thoughts. But what if I fail? Trust in your instincts. You just have to let yourself go. You have the skill. Let your nature come to the fore. You'll see. If you fail, you'll be in for some light banter with His Eminence. That's all. There's nothing to be afraid of. Very well. Perfect. Go now. The Cardinal is in his room. You will have to write a letter to the Pope as if Piaget had written it himself. In this letter, tell the Pope that whatever happens during the conference, he must follow my propositions. But be careful. In order to protect himself from counterfeiters, the Pope had Piaget's hand tattooed with a symbol to be sure of his identity. You'll see when you're inside him. You'll understand. Once it's written up, just bring it back to me, and I'll send it off immediately. All right.
I'll take care of it. Ganz ehrlich, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich befürchte, das entwickelt sich in überhaupt gar keine gute Richtung. Das wird so nach hinten losgehen. Mortimer ist der Böse in dieser Geschichte, nicht wahr? Können wir das Georgie Boy erzählen? Please don't hold it against me, but would like to be alone for a while. Ist das wirklich so geil, Piaggi jetzt zu manipulieren? Ich meine, wir manipulieren damit ja nicht die... Es ist eine Grauzone, ne? Das ist so ein verdammtes Schlupfloch, das der Mortimer in dieser Angelegenheit für sich ausnutzen will, damit er dann hinterher sagen kann, ich weiß gar nicht, was du hast. Ich habe doch die Besprechung, hier die Konferenz und die Abstimmung von der Konferenz habe ich doch in keinster Weise mit meinen Fähigkeiten beeinflusst oder manipuliert oder sowas in der Art. Ne, weil wir nämlich in Piaggis Namen dem Papst die Nachricht schreiben, ganz egal, was auf dieser Konferenz entschieden wird, mach dies oder jenes. Und damit haben wir ja nicht die Konferenz manipuliert, sondern die Leute, die hinterher normalerweise entsprechend dem handeln, was auf der Konferenz entschieden wird. Und niemand hat gesagt, dass das gegen die Regeln ist, aber, weiß ich nicht, Digga. Ich traue dem Mortimer nicht. Am Ende kommt doch raus, dass sie alle scheiße sind, oder? Dass es keinen Guten gibt in der Geschichte hier. Oh Mann, oh Mann. Nichtsdestotrotz entwickelt sich das völlig anders, als ich zu Beginn des Spiels noch erwartet habe. Well, Louis, what brings you back to my chambers? May I sit down? Of course, Louis. Don't you feel good? Yes, but if I'm gonna pass inside you, I'd better sit myself down first. It's nothing, don't worry about it. Well, what can I do for you? Right. Now I need to concentrate. I wanted to speak to you, Your Eminence. What exactly is your role with regard to the Holy Father? What? What on earth is he playing at? It's coming. You're a cardinal in Pictori. Why don't you admit it? Impertinent little brat. Louis, I don't find this conversation in very good taste. All right, it's coming. Come on, Giuseppe, let me in. What? Jetzt mal ganz ehrlich. I've done it. So einfach ist das? I've done it, damn it. He was right. This is just crazy. I can't believe it. Look at yourself, Louis. You better not get caught. Whoa. I still need to get used to this body. So, let's see about what Mortimer asked me. Right. Well, it's time I got started. Let's see what I can find here to help me write that letter. I have no means to validate my forgery, so I better take my time with it and not make any mistakes. There are 2 letters from the Pope on the desk. I should be able to get a clue or 2 by checking how well they correspond to each other. And here are 3 stamps. All are different. Lieber Giuseppe, da es mir meine Gesundheit nicht erlaubt, der Einladung Sir Gregorys auf das Anwesen von Lord Mortimer zu folgen,
bin ich Ihnen dankbar, dass Sie statt meiner an der Konferenz teilnehmen. Selbstverständlich werden Sie den Gastgebern meinen Dank ausrichten. Bestärken Sie unsere Vereinbarungen mit Sir Gregory und lassen Sie ihn wissen, dass die Angelegenheit mit Kardinalbischof Chiaramonti absolut planmäßig verläuft. Ich habe höchstes Vertrauen in Sie. Möge Gott der Allmächtige Sie segnen und beschützen. SS Giovanni Angelo Braschi. PS: Verwenden Sie nicht Ihr eigenes Siegel, wenn Sie mir schreiben. Benutzen Sie stattdessen den Stempel mit meinem Motto. Der 31.12.1792. Lieber Giuseppe, wie ich weiß, sind Sie auf dem Weg zu Lord Mortimers Anwesen. Ich hoffe, dass Sie eine angenehme Reise haben, auch wenn Sie dafür Frankreich durchqueren müssen, was momentan nicht gerade angenehm sein dürfte. Aber, mein Freund, vergessen Sie nicht, wie wichtig diese Mission ist. Möge Gott der Allmächtige Sie segnen und beschützen. SS Giovanni Angelo Braschi, der 17.01.1793, EHHBCF. GHGHFJ, EHHBCS. There's a kind of code composed of 6 letters that they always write under the dates of their correspondence. According to Mortimer, it's got something to do with Piaggi's tattoo. I guess I'll have to write one for today's date. Now, ideally, it'd be better to do without it, but I'm going to need to be extremely clever here. Today, the date is 24/01/1793. In the letters from the Pope, there are 6 letters just below the date, 2 just below the month, 4 others below the year. Piaggi's tattoo. It must be used to establish a connection between the letter of the concentric circle and the number shown in the middle. Some figures are the same in both codes, yet they correspond to different letters. The day is not translated. That must be the key to the code. Today, the date is 24/01/1793. Der 17. ist EH. Das heißt, ich müsste mit AF starten, oder? Wenn, pass mal auf. Meine Logik. Der 31. GJ. 31. Zack. GJ. Der 17. ist EH. 17. Dann EH. 24 wäre dann AF. Könnte aber auch FI sein, ne? Könnte auch FI sein. So,
So, dann GH. Und FJ. Ich verstehe das nicht mal ansatzweise. Mein Gehirn ist original nicht dazu in der Lage, das in irgendeiner Art und Weise zu verarbeiten hier. Ich kapier's nicht. Einunddreißigster Zwölfter. Wenn die 31 der Start ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vier, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nee, es passt nicht. Abzählen ist es nicht. Es sei denn, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Da habe ich jetzt... Und 1 ist... Ja, 1. EH. Dann wird die ersten 2, das wäre für die 24 dann. Den 24.01. wäre es dann AF. Today the date is 24/01/1793. Today the date is 24/01/1793. So. Oder halt auch 0 und 1, ne? 1 und 2 von der 31 aus. 1 und 2, G und J. Und 0 und 1 von der 17 aus ist E und H. Und 0 und 1 von der 24 aus ist A und F. Okay, das macht sogar Sinn. 1 von der 31 ist G. Eins, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich glaube, ich hab's. Das ist H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ist F. Und 2. Ah, okay. Okay. Also, der 24. Das ist unser Starttermin, ne? 0 und 1. A und F. Und dann brauchen wir noch F. Today the date is 24/01/1793. So, dann F ist 1 von der 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, wir brauchen jetzt ein C. Today the date is 24/01/1793.
Die 9 ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das wäre ein H. Today the date is 24/01/1793. Äffchen! Der Code ist Äffchen. So, die 3 noch. Ist ein G. Today is the 24/01/1793. A, F, F, C, H, G. Das wäre schon mal der Geheimcode. Jetzt müssen wir den Inhalt des Briefes festlegen. Right. Well, let's start writing. Lord Mortimer asked me to discredit Sir Gregory and to announce Piaggi's final vote in his favor. As an introduction, Your Holiness, thank you for your trust. Da der Brief ja an Lord Mortimer gehen soll und der den potenziell nochmal kontrolliert, machen wir mal, was er wollte, ne? It turns out, now that I'm here, that I find Lord Mortimer's projects grant us many more advantages in comparison to what Sir Gregory had suggested. We are talking about the future of the Holy See. There. That should be enough to justify the change of vote. Ich habe trotzdem ein ganz mieses Gefühl dabei. In one of the letters, the Pope asked Piaggi to change and to stop using his personal stamp. He asked him to use the one with the Pope's motto on it. Jetzt fehlt uns ein bisschen Etikette. Must be in Latin. And I remember that. Flore in Domo Domini. Flore in Domo Domini. Giustizia, misericordia e humiltà. Boy, I gotta brush up my foreign languages. I think it's in Italian. Justice, mercy, and humility. Was steht auf dem linken? A circle with a cross inside. Das ist auch nicht. On it is written, Flore in Domo Domini. Latin, it blooms in the house of God. Okay, das eine ist Italienisch, das andere ist Latein und das letzte ist einfach nur ein Symbol. Das hätte mit dem Politikhinweis hätte das völlig ausgereicht. Ich hätte die 2 Konzentrationspunkte nicht einsetzen brauchen. Aber jedes Kapitel hat irgendwie so ein Rätsel irgendwo mit drin, ne? Hat aber bis jetzt jedes Mal. Beim ersten hatten wir die Statuen. Beim zweiten war die Geschichte mit dem Labyrinth, ne? Der Faden der Ariadne. Wir erinnern uns, wo wir den Dolch in das richtige Statue stecken mussten. Das Rätsel beim dritten war die Drehscheibe. Und hier hatten wir erst die Suche nach der echten Lanze von Longinus und jetzt die Fälschung für diesen Brief hier. Und den Geheimcode hatten wir auch schon. Da sind es immer 2. Okay. So. Your Eminence, all ready to send... What's he doing here? Damn it. That's all I need. Don't worry, he can't hear us. What do you mean he can't hear us? What's going on here, Piaggi? Von Wollner. Immun gegen den Okkultismus, aber seine Schwäche ist die Ablenkung.
+3 finde ich aber heftig. Also müssen wir den negativen Effekt aufheben. Sind trotzdem immer noch 5. Calm down, my friend. The poor boy has just passed out. We were talking about this and that when suddenly he fainted. Keeled over, just like that. Okay, das ist ja dumm. Really? What a weakling. I wonder what Mortimer sees in him. Who knows? I was about to fetch someone to take care of him. Would you care to go? There he is. And there he stays. Okay. The perfect opportunity. What do you mean? It's been a while now that I've been hoping for a chance to get rid of him. Can you keep a secret? Of course, my son. Would you like to tell me under the confidentiality of confession? Ah, don't talk rubbish. I don't trust the little runt because he is Mortimer's son. Would you believe it? How does he know? Dear God, how is that possible? I am flabbergasted. We've wasted enough time. What if he wakes up? If you don't want to get your hands dirty, just turn away and leave everything to me. This is not a decision to be taken lightly. You're defending him now. What are you talking about? Of course not. He's made you change sides, hasn't he? Aber überzeugen. Logik. Logik wäre sinnvoll, oder? Committing a crime in my room is out of the question. Think, it will all be on our heads. No doubt about it. I refuse to run the risk. Right. Monsieur von Von, I always act in the best interest of all. Katze hier. I assure you. Everyone's entitled to an opinion. You must have lost your mind to want to take such an extreme course of action. No one's asking you to help me do it. Warte mal sehen. Wartet. Guten Tag. Ich bin eine Katze. Die Kamera sogar wieder ungefähr da eingestellt, wo sie stand. Lesen wir mal seine Gedanken kurz, wa? He is capable of reporting me to Sir Gregory. I'm really risking my neck here. Danke. If you lay a finger on him, I'll denounce you to Sir Gregory. I'm warning you. You old weasel! Very well, Piaggi, you win. I refuse to let you do the first thing. Gedanken lesen, um diese Konfrontation zu gewinnen, funktioniert echt gut. You are up to, but I'll find out sooner or later. Right. Time for me to get back into my body. Dem Kater passt das gar nicht, dass die Katze hier an meiner Seite sitzt. Der macht ein bisschen Stress da hinten. Right. Don't just stand there, Louis. Mortimer's waiting for you in the red salon. Ey, du kleine Arschratte. Ich muss mal ganz kurz, wartet mal. So, okay. Musste meine arme kleine Nuri hier vor ihrem garstigen Bruder beschützen. So, mindestens ein neues Ding gekriegt. Du hast einen Punkt in Ablenkung. Du hast von Wallner daran gehindert, dich zu vergiften. Das hätte passieren können. Das ist ja ekelhaft. Also unfrech.
Könnte ich jetzt nochmal mit von Wollner reden darüber? Ich wäre zumindest dazu bereit, es zu versuchen. Was macht ihr denn da? Bekriegt euch bitte nicht auf mir! Katzen, ey. Von Wollner, bist du hier? Du Arschkrebs. In Mortimers Arbeitszimmer waren noch Erdsternchen, ne? Ich glaube, ich hole mir mal eins. Dann können wir nämlich eins einschmeißen, um unsere mentalen Fähigkeiten zu regenerieren. Ich meine, hier waren sogar noch 2, ne? Oh, Alter! Ich bin mir nur nicht ganz sicher, wo. Da ist auf jeden Fall eins. So, wenn ich jetzt schnell genug gehe, können wir den Effekt des Erdsternchens vielleicht sogar noch bei unserer Unterhaltung mit Lord Mortimer nutzen. Aber dafür muss ich jetzt echt schnell sein, ne? Aber ich frage mich ja schon alleine, wie anders die Geschichte verlaufen wäre, wenn Peru und Adams noch da wären. Der Speisesaal ist der rote Saal, oder? Der mit dem großen Balkon und alles da, meine ich, ne? Also einmal genau auf der anderen Seite. Ganz toll. The Song of Roland. Roland feeleth his death is near. His brain is oozing by either ear. With his brain oozing, it's already remarkable that he can feel anything. Das Lied von Roland, das kennen wir schon. Es wird knapp. Ich glaube, wir werden den Effekt doch nicht gegen Mortimer nutzen können. Dann halt so. So, Louis, what was your first time like? Bewildering, isn't it? Here's your letter. I have to admit that the experience was utterly amazing. Come, tell me more. Well, honestly, my stomach was just turning in circles. That reminds me of my first time. Ooh, but you did it.
Gregory, what can I do for you? I've just come to make sure dear Louis has all the information he needs. Needs for what? You are free to make your own choices, William. I would like the same for him, too. There's nothing I want more, Gregory. Your schemes will lead to your demise, brother. Don't involve Louis. He has nothing to do with all this. The end of the conference approaches, and this masquerade will soon be torn asunder. Don't drag him down with you in your disgrace. Das klingt ja nicht so gut. Oh, ye of little faith. On the contrary, brother, Louis has just entered the family. Give him a chance to find his place. His place? What place is that? At the end of a leash, like all the others. Don't listen to him. He's angry with our father. And with good reason. He governs us in the same way he governs humanity. Through fear and submission. Same old tune. When will you understand that it's necessary to impose order for things to move forward properly? You are under his thumb and proud of it. Open your eyes, for crying out loud. His whole system has become outdated, and he's too old to see it. He will lead us to our demise. Here he goes with another of his grand speeches. William has always been fond of staging big scenes. It's his theatrical side. Was mich aktuell tatsächlich am meisten interessieren würde, wäre ja die Frage, wie von Wollner erfahren hat, dass Louis der Sohn von Mortimer ist. Does he have an inferiority complex? I've told him time and time again, Louis. He always has to take it one step too far. How dare you? You are blind, brother. Even if the evidence bit you on the nose, you still wouldn't see it. I feel sorry for you. Tea is drunk hot or not at all, William. When will you learn? It's too bitter. You shouldn't let it brew so long. I knew you'd be coming along. You are so predictable. Methodical, I would say. Things must be accomplished in the right order if we want the world to keep turning as it does. You came here to warn me, sir. No, to advise you. Advise me against my father. Why? I think you are capable of deciding for... You haven't answered my question. Why warn me against my father? What are you afraid he will do to me? Well, I wouldn't want him to lead you into... I don't know what absurd adventure in which... You act as though I were in danger. I agree with Louis, Gregory. You're trying to pass me off as a villain about to devour him. That's not funny, William. Ich habe aber das Gefühl, dass das gar nicht so weit von der Wahrheit entfernt ist. Louis, Gregory came here to make you change your mind. It's time for things to change. I acknowledge Father has done many good things for humanity, but his time is over, and now he must pass on the torch. That's enough. There, Louis. That's the pathetic example your father has to offer. I really am sorry about what happened to you. You don't know our family yet. We can't have given you a very good impression, but bear in mind that we are all against William's project. On the contrary. If he insists on going through with it, we will have no other choice than to intervene by force. Consequently, my dear Louis, you're going to have to choose sides. I would much rather have met you in different circumstances. There you are, Louis. See what happens when you don't follow their orders to the letter. Louis, I'm afraid the time to decide is now. If you follow William, he will drag you down with him. If, on the other hand, you support me, I can assure you that nothing will happen to you. You won't be blamed for your father's errors. Ah, the masks are off. I offer you liberty. He obliges you to choose, and shamelessly asks you to betray your own father. That is their true face. Right. Before I answer, well, I'd better think it over very carefully. Do I intend to embrace my demon nature and take my place on the chessboard? Do I stay out of it and do my utmost to stop them? Or do I renounce my nature and do all I can to stay human? Das ist, nun... Also, wenn ihr mich jetzt an dieser Stelle so vor die Wahl stellt, würde ich sagen...
I was born a man. I grew up as such. Finding out that I'm a demon makes no difference. I refuse to let them manipulate humanity the way they do. They're gonna ask me to choose between them. I'll just have to go with the lesser evil of the two. But they better not count on me to keep my word. I'll bring them all down. So? What do you choose? Diese Husterei gefällt mir nicht. Oh. Das, was Mortimer vorschlägt, ist für die menschliche Rasse als solche und im Großen und Ganzen gesehen natürlich das Bessere. Ne? Eigene Freiheit, obwohl das natürlich auch nach hinten losgehen kann, aber Freiheit, die Freiheit selbst wählen zu können, ist natürlich auch die Freiheit selbst wählen zu können, dass man sich selbst vernichtet. Ne? Aber auf der anderen Seite bin ich immer noch der festen Überzeugung, dass Mortimer der eigentliche Böse in dieser Geschichte ist. Aber mich jetzt gegen Mortimer zu stellen, ist wahrscheinlich keine gute Idee, denn es wird was zu bedeuten haben, dass der absolut unsterbliche Gregory Home hier auf einmal anfängt ständig zu husten. Unmittelbar nachdem er diesen Tee getrunken hat. Ja, fängt an, manchmal... Ja, nee, ist klar. Ich meine, ich glaube, wir wissen alle, was gleich passieren wird. Ja, also, machen wir für den Moment einfach erstmal... I shall follow my father, Sir Gregory. Very well. But don't say I didn't warn you. Please, don't take offense, but I just can't turn my back on him. That said, if he turns his back on me, I won't be slow in sticking a dagger between his shoulder blades. It's time we finished what we started, brother. The final vote of the conference over the acquisition of Louisiana will take place in a few hours. I propose you gather your troops and prepare to close the debate. That's precisely what I was going to suggest. Come, follow me. It's time for us to get ready. Uh-oh. Ich glaube, wir nähern uns jetzt gerade mit großen Schritten dem Cliffhanger der heutigen Episode. Do you really think we have a chance of winning? A chance? You don't know me very well, Louis. We are going to win. But it only takes one person to vote against us, and we'll have lost. That's true. That's why none of them will. Why? Because I have an asset that they do not. Which is? You. My friends, prepare yourselves. The conference is about to resume. The time has come to lay down all our cards. Ja, ich hätte Lady Hillsborough auf ihrem Zimmer finden können. Gut, das ist eine Sache, das wussten wir aber auch, ne? Ich habe herausgefunden, wo ich das Al-Asif finden kann. Was? Okay. Das waren jetzt eine Menge Punkte. Ja, komm, als allererstes Bams. Bams. Jetzt haben wir noch 4 Punkte, die wir jetzt irgendwo noch reinschmeißen können. Vorzugsweise in eins von den Feldern, wo wir Abzüge haben. Manipulation kostet einen mehr. Überzeugen. Überzeugen kostet sogar 2 mehr, ne? Aber was auf jeden Fall, hier Gewandtheit und Heimlichkeit sind 2 Sachen, an denen du auf jeden Fall, ich glaube, es ist gar nicht so verkehrt, wenn wir auf Gewandtheit gehen jetzt nochmal, oder? Das ist so ein Ding, was wir bis jetzt noch nicht großartig gebraucht haben, aber was, wenn die Konfrontationen eher so in die physische Natur abdriften, durchaus noch relevant für uns werden können. Wenn wir das dann auf der höchsten Stufe haben,
kostet der Fertigkeiteneinsatz gar nichts mehr und dann kann uns egal sein, dass wir da Abzüge von 2 Punkten haben. Wir sind mit allen Wassern gewaschen. Oh. Das ist so. Der Abspann kommt jetzt ehrlich gesagt relativ plötzlich. Aber okay. Ist okay. Ich fand das ganze Kapitel ehrlich gesagt so ein kleines bisschen durchwachsen, aber ich werde mich für den Abspann jetzt erstmal zurücklehnen, ausblenden. Wir sehen uns dann auf der anderen Seite der Laufschrift nochmal wieder für den Abschluss des heutigen Streams. Also bis gleich. Tja, das sind wir wieder. Kapitel 5 erwartet uns noch. Und ich habe euch ja schon gesagt, damit könnt ihr rechnen, ja, irgendwann so um Mitte Dezember rum. Also definitiv noch in diesem Jahr. Ich weiß noch nicht, wann genau. Vielleicht gleich das Wochenende. Vielleicht mache ich es gleich Samstag, den 9. Ich weiß noch nicht. Ich kann es wirklich noch nicht mit absoluter Sicherheit sagen. Ich muss meine Termine erstmal gegenchecken. Samstag, der 9. Jetzt aktuell klingt das eigentlich nach einem ganz guten Termin dafür, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich da nicht eventuell schon irgendwas anderes vorhabe. Muss ich nochmal nachschauen, werdet ihr zu gegebener Zeit auf jeden Fall im Sendeplan auf Discord sehen und natürlich auch auf dem Kanal. Ne, damit ihr da nichts verpasst, weder irgendwelche Livestreams noch irgendwelche anderen Videos, lohnt es sich natürlich, falls ihr das zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht getan haben solltet, den Kanal zu abonnieren und vielleicht auch auf die Glocke zu drücken, damit ihr eine Benachrichtigung kriegt, immer wenn es irgendwas Neues auf dem Kanal zu entdecken gibt. Na, da stellt man auf jeden Fall sicher, dass man nichts mehr verpasst. Ich wollte jetzt nochmal eine Sache nachgucken kurz. Und zwar... Ja, das können wir nehmen.
Ja, okay. Okay. Ich war schon die ganze Zeit am Grübeln. Das heutige Kapitel hieß ja Burning Bridges. Und ich weiß, das ist eine englische Redewendung und ich weiß ganz genau, was sie bedeutet. Ich habe nur die ganze Zeit überlegt, ob es ein entsprechendes Äquivalent in der deutschen Sprache gibt, das ich dann für den heutigen Episodentitel dann verwenden kann. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, was denn eventuell so ein Online-Wörterbuch zu der Angelegenheit zu sagen hat. Und die beste Übersetzung, die ich zu der englischen Redewendung Burning Bridges gefunden habe, ist alle Brücken hinter sich abbrechen oder einreißen. Und dann werde ich wahrscheinlich irgendwas in der Richtung dann nehmen. So, 3 Abschnitte fehlen noch. Und zwar die finale Abstimmung, Gefangen im Geiste und der letzte Zug. Bin gespannt, wie die Geschichte noch weitergeht. Die hat sich jetzt in eine ganz andere Richtung entwickelt, als ich ursprünglich erwartet habe. Und ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht richtig, noch nicht sicher, ob die neue Richtung der Geschichte, ob mir die so sehr gefällt oder ob ich lieber bei der ursprünglichen Idee gewesen wäre. Das habe ich im Rahmen der heutigen Folge ja schon mal angesprochen. Die technischen Schwierigkeiten, die fand ich heute tatsächlich auch so ein bisschen problematisch. Also dieses eine Gespräch mit Lord Mortimer, was wir 3-mal machen mussten. Ich hoffe, das beißt uns nicht am Ende noch in den Hintern, dadurch, dass wir dieses Gespräch dann jetzt tatsächlich am Ende mehr oder weniger übersprungen haben. Ich finde es ein bisschen schade, dass es so gelaufen ist, aber wir haben ja alle Informationen aus diesem Gespräch erhalten beim ersten Mal. Da haben wir uns das alles in Ruhe angehört. Danach haben wir ja nur noch versucht, in irgendeiner Art und Weise den Punkt zu rekonstruieren, an dem uns die ganze Scheiße abgeschmiert ist. Also von daher, zumindest hatten wir heute keine das erste Viertel des Mondes Situation. Von daher... So. Naja. Das soll es dann für heute auch gewesen sein, obwohl eigentlich kann ich das so nicht sagen. Das soll es für heute Nacht gewesen sein, weil morgen Mittag um 12 Uhr, da geht es ja schon weiter mit dem nächsten Livestream hier auf dem Kanal. Da starten wir ins nächste Kapitel unserer Reise durch die wundersame Welt von Final Fantasy. Da spielen wir nämlich Final Fantasy The After Years, und zwar in der PSP-Version. Die ist bedauerlicherweise komplett in Englisch, was bedeutet, dass ich da wieder viel direkt werde übersetzen müssen, aber ich glaube, die Simulacra-Let's Plays hier auf dem Kanal, die haben ganz gut gezeigt, dass ich im Zweifelsfall durchaus dazu in der Lage bin, das auch zu tun. Von daher bin ich, was morgen angeht oder was nachher, je nachdem wie ihr es sehen wollt, an dieser Stelle einfach erstmal vorsichtig optimistisch und harre einfach der Dinge, die da so kommen mögen. Und ich weiß, dass es auch eine deutsche Version von The After Years gibt, das ist aber dieses 3D-Remake-Gedöns, das es zum Beispiel bei Steam gibt. Und ich würde ganz gerne in diesem 2D-Pixel-Look bleiben, deswegen habe ich mich für die PSP-Version entschieden. Ja, schauen wir mal. Ist das erste Final Fantasy, das wir im Rahmen dieses Projektes spielen, das ich tatsächlich selber auch noch nicht kenne. Also bin ich auch sehr gespannt, was uns da erwartet, wie sich das so entwickeln wird, wie das so verlaufen wird und auch, ob es was taugt. Ja, vielleicht ist das ja eines von den Final Fantasies, die man im Zweifelsfall auch einsparen kann. Ich habe mir fest vorgenommen, so viele wie möglich oder so viele, wie ich Zugriff drauf habe, tatsächlich zu spielen. Also werde ich nicht drum rumkommen, aber... Naja, schauen wir einfach mal. Und wenn Final Fantasy nicht so euer Ding ist und ihr vielleicht eher Bock auf Horror habt, dann kann ich euch morgen Abend, 18:30 Uhr, also eigentlich heute Abend um 18:30 Uhr, wärmstens ans Herz legen, hier vorbeizuschauen und dem Replay von Alien Isolation weiter zu folgen. Das haben wir nämlich auch noch im Angebot. Da werden wir, ja, keine Ahnung, 4 bis 5 Stunden weiter mit dem tödlichsten Organismus des gesamten Universums Katz und Maus spielen. Ich bin mir sicher, das wird absolut gar nicht stressig für mein kleines Herz. Auch das etwas, was ich euch hier morgen anbieten kann. Um 18 Uhr dann die neue Folge Drakensang, die freigeschaltet wird. Und damit haben wir den Tag, glaube ich, ganz gut zusammengefasst, zumindest was den Kanal angeht. Und irgendwo bin ich hier in dieser Abmoderation falsch abgebogen. Ich habe das Gefühl, ich rede schon wieder viel zu viel, deswegen soll ich jetzt einfach zum Ende kommen und das Ganze dann auf sich ruhen lassen.
Kennt ihr das, wenn ihr einen Satz anfangt und mitten im Satz merkt, dass ihr euch überhaupt keine Gedanken darüber gemacht habt, wie der Satz eigentlich enden soll? Habe ich öfter mal, ja. Wie zu beweisen war. So, ich bin der Rio. Ich klinke mich jetzt aus, bedanke mich für euch, fürs Zuschauen, für eure Geduld und für eure Unterstützung und hoffe natürlich, ihr seid dann auch das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es hier auf dem Kanal wieder heißt Let's Play Better, im Zweifelsfall bei einem der morgigen Livestreams am 9. Dezember, sage ich jetzt einfach mal, wenn wir uns The Council Kapitel 5 zu Gemüte ziehen oder irgendwann dazwischen. Schauen wir einfach mal, wie sich das Ganze so ergibt. Ich werde meinem Versprechen auf jeden Fall nachkommen und zum nächsten Council-Stream, zum Finale, eine Liste mitbringen an Spielen, die gameplay-technisch auch so ein bisschen in die ähnliche Richtung gehen wie das hier. Ich denke da zum Beispiel an sowas wie Life is Strange oder so. Werde ich euch dann alle in Ruhe nochmal präsentieren. Vielleicht gucken wir auch noch ein paar Trailer zum Ende hin und dann könnt ihr das in Ruhe entscheiden. Vielleicht dann auch wieder mit dem YouTube-Vote oder sowas. Weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken, wie wir das dann letztendlich machen. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, dann schreibt es ruhig in die Kommentare. Wenn ihr das Ganze jetzt noch schaut, dann können wir das im nächsten Stream da im Zweifelsfall berücksichtigen. So, bis dahin wünsche ich euch jetzt aber erst einmal eine gute Nacht. Und nicht vergessen, die Dämonen sind tatsächlich unter uns. Und sie tragen hässliche Perücken und Make-up. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis dann.